Ein Allrad Actros, Modelljahr 2022. Alkoven, Slideout, volle Ausstattung, Waschmaschine, ein Auto, sogar ein Allradfahrzeug hinten drin. Das Ganze weit unter 11 Meter. Das ist vielleicht auch ganz wichtig für Leute, die auch noch einen Platz finden möchten. Denn ich darf nur daran erinnern, dass mein Wohnwagengespann auf einem Volkswagen T6 und einem Tabat Wohnwagen war schon 13 Meter lang. Also das ist auch das, was viele Leute nicht sehen. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Heiko, komm mal mit, dass wir das mal sehen. Guck mal hier auf das Display von meiner Kamera. Sehr schön. Sehr schön. Sven, wie immer, sehr schön. Ja, es ist die Farbe Grau, es ist Mercedes Grau, ein ganz besonderes Grau, was hier gewählt wurde. War das Fahrerhaus schon in der Farbe lackiert? Genau, das Fahrerhaus war schon vom Werk aus, vom Mercedes aus in der Farbe lackiert. Die Farbe nennt sich Silbergrau. Silbergrau könnte man meinen, ist ein Metallic. Nein, wir haben hier ein Uni-Grau. Ich finde es super, steht im Auto richtig gut und macht das Auto so ein bisschen noch maskuliner und also ich find's klasse. So, ich drehe mal meinen Weitwinkel ein bisschen zurück. Ich habe es nur gemacht, damit wir die Proportionen richtig darstellen können. So richtig, sag mal, scharf wird es jetzt, wenn wir näher rangehen und Details zeigen. Wir werden euch heute mal dieses Fahrzeug, das in der Art und Weise sehr ungewöhnlich ist, sage ich jetzt mal, denn Alkoven baute ja schon immer, aber Allrad Alkoven, das ist was ganz Neues. Der Eigner wollte nämlich, also man muss dazu sagen, es ist jetzt kein Offroad-Fahrzeug, mit dem man jetzt fahren kann irgendwo in den Dünen, sondern es ist ein Schlechtwegefahrzeug. Bis wie viel km/h geht das? Hallo Heiko. Sven, guten Morgen. Ja, also ist ein Allrad, ein Semi-Allrad. Das heißt, wir haben die Vorderachse mit Hydraulikmotoren angetrieben. Hydrodrive nennt sich das Ganze. Und dieser Hydrodrive geht bis 30 km/h. Ist also eine Anfahrhilfe, wenn ich so will. Aber eben schon mit einem Allrad in dem Sinne zu vergleichen, weil was will ich bei 50, 60 km/h mit einem Allrad? Und von daher funktioniert das wirklich gut. Das Schöne ist, dass diese Autos mit der Straßenbereifung, zwar mit etwas groberem Profil, mit M&S-Profil, sodass man Traktion hat, aber eben schön auf der Straße laufen. Und da man mit so einem Auto wahrscheinlich zu 90% auf normalen Straßen unterwegs ist, ist das natürlich angenehm. Aber wie du richtig sagst, also richtig jetzt damit ins Offroad zu gehen und damit schräg zu fahren und Gott weiß was zu machen, dafür ist es nicht gedacht. Aber ich kann schon mal unbefestigte Wege und sowas natürlich fahren, ohne dann gleich da Probleme zu bekommen. Ja, Understatement, hinten ein Panda 4x4, eines der besten und geländegängigsten Fahrzeuge, die es gibt, muss man sagen. Denn der Allrad wird, glaube ich, immer noch gebaut in Österreich. Weißt du es? Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich glaube wohl, ob es heute aktuell noch so ist, weiß ich nicht. So war es zumindest beim Panda. Nein, der Panda ist wirklich ein tolles Auto, ein sehr geländegängiges Auto, weil er halt auch klein ist, schmal ist, und du da natürlich auch, ich sag mal, zwischen den Bäumen schmale Wege mal super fahren kannst. Ja, der ist auch sehr leicht, der Radstand. Also ich weiß das, weil mein Ex-Schwiegervater, den wir haben, der hatte einen Panda 4x4 und das ist das beliebteste Jägerfahrzeug, wenn man sich ein bisschen auskennt, weil er wiegt nämlich nichts, das ist der Vorteil. Und der Vorteil ist, er ist sehr schmal, das sehen wir jetzt mal. Und ihr habt eins hingebracht, was einmalig ist. Ihr habt 2 Fahrräder neben dem Panda 4x4 gebracht, sodass man die nicht nach oben irgendwie drücken muss, dadurch im Innenraum viel mehr Platz hat. Man hat Platz wie in einem 12-Meter-Auto fast, oder? Naja, ganz so vielleicht nicht, aber der Vorteil ist, du kannst Pkw und Fahrräder unabhängig voneinander nutzen. Ja? Das heißt, ich kann die Fahrräder rausholen, ohne den Pkw rausholen zu müssen. Und das finde ich eigentlich schön. Vielleicht kommt man irgendwo am Stellplatz, am Campingplatz an und sagt, ach, wir wollen eigentlich heute nur ein bisschen Fahrrad fahren, aber das Auto brauchen wir gar nicht. Naja, dann nehme ich die Fahrräder, lasse das Auto drin und es geht weiter. Und wir schaffen es nicht nur beim Fiat Panda, die Fahrräder daneben zu packen, eben auch beim Mini oder beim Fiat 500 oder sogar beim anderen Fahrzeug, beim größeren Fahrzeugen. So, man sieht das hier, das Fahrzeug, Kaufpreis ungefähr, bin ich hier über 1 Million? Ja, eine 1 steht vorne, auf jeden Fall. Die genaue Zahl hängt halt davon ab, was der Kunde so möchte, wie er ihn ausstatten möchte.
Ist jetzt schön ausgestattet. Wertanlage, Wohnmobil, man glaubt es ja kaum. Früher haben die an Wert verloren. Mittlerweile sucht ihr händeringend alle gebrauchten Varios, die irgendwie rumfahren, denn sie haben an Wert massiv gewonnen. Kann man sagen, dass auch aufgrund der aktuellen Inflation, wenn du heute einen kaufst, ist der schon in 2 Jahren mehr wert? Na, so würde ich das jetzt nicht sagen. Ich würde das auch nicht als Wertanlage darstellen, weil das kommt vielleicht falsch rüber. Also sicherlich ist es so, dass die Preise relativ stabil sind und dass man für gebrauchte Fahrzeuge relativ viel Geld bekommen kann. Aber Apropos. ja, Tolles Fahrzeug, Baujahr. Was hatte der? das müsste ein 2003er oder 2002er müsste das sein. Also ja. Fährt, ja. Nachhaltigkeit, das ist ja das große Thema, ist ja Nachhaltigkeit. Die Fahrzeuge, oder ich sag mal, die allermeisten Varios fahren ja noch, oder? Absolut. Wie gesagt, wir haben jetzt die ersten Autos, die mit H-Kennzeichen durch die Gegend fahren. Und oft ist es so, dass die Kunden, wenn sie irgendwas machen wollen, dann vielleicht hingehen und sagen, Mensch, den Motor können wir da irgendwie ein bisschen mehr Leistung bekommen. Aber ansonsten ist das alles vom Aufbau her, vom Möbelbau her wirklich toll erhalten. Und es lohnt sich, sowas dann eben über die Jahre schön zu pflegen. Und dann hat man da ja 30 oder mehr Jahre Spaß dran. Ja, wir werden uns unterhalten über ganz viele Selbstverständlichkeiten, die andere Leute vielleicht gar nicht mehr sehen. Es geht, ich sag mal, um die Verarbeitungsqualität natürlich, aber es geht auch um das Thema Engineering aus dem Fahrzeugbau her. Das ganze Fahrzeug muss nämlich ausgewogen sein. Das ist gar nicht so einfach. Du hast ein Auto hier hinten drin. Man kann zwar ein bisschen was über vielleicht Luftfederung ausgleichen und so, aber es sollte ja einigermaßen gleichmäßig belastet sein. Wie kriegt ihr das hin? Ich sag mal, Batterien sind da drin, da ist eine Waschmaschine drin, da ist Wasser drin und so weiter. Wird das vorher simuliert, oder? Gut, man macht eine Gewichtsberechnung im Vorfeld, dass man sagt, okay, welche Gewichte habe ich wo? Bei diesem Auto ist es so, dass die Vorderachse nicht luftgefedert ist, wegen des Hydrodrives. Das heißt, da musst du ja noch besonders aufpassen, dass die Vorderachse, die stahlgefederte Vorderachse auch vernünftig ausgeladen ist, damit das Auto ordentlich läuft. Und das Interessante ist, dass diese Autos ohne Vorderachsluftfederung sehr, sehr gut laufen, wenn die Vorderachse eben das passende Gewicht hat. Ja? Und das muss man im Vorfeld natürlich prüfen. Ich versuche mal gerade hier reinzugehen, dass man den Hydrodrive mal sieht. Da vorne ist er, da kommt die Hydraulikflüssigkeit durch und da sind die Motoren, oder? Da sind die Radmotoren direkt dran, genau. Und treiben dann eben die einzelnen Räder hier vorne an der Vorderachse an. Dahinter hängt natürlich noch ein komplettes System, was hier hinterm Auspufftrakt sitzt, mit Ölkühler und Lüfter und so weiter. Und ist eigentlich ein tolles System, finde ich, weil... Ist wartungsfrei, nahezu? Nahezu wartungsfrei, ja. Das Starke ist, das ist jetzt keine Neuerfindung für Wohnmobile, das kommt aus dem professionellen Bereich bei Actros. Baustellen, ist das ein Thema? Ja klar, wenn du ein Baustellenfahrzeug hast und die Baustelle dementsprechend so ausgelegt ist, dass die Hinterachse keinen Druck hat, dann kann es sein, dass du die Vorderachse eben antreiben musst, um dann von der Baustelle runterzukommen. Und genau dafür ist eben dieser Hydrodrive gedacht, dass man sagt, ja, wie gesagt, so eine Anfahrhilfe, das reicht mir, um mit dem Auto von diesem jetzigen Punkt hier wegzukommen. Kann man das Fahrerhaus noch kippen? Nein, das Fahrerhaus kannst du nicht kippen. Wie du siehst, ist das formschön angebunden nachher an unseren Aufbau. Das Fahrerhaus ist festgelegt und du hast im Fahrerhaus einen Motordeckel, den du rausnehmen kannst, um an den Motor dran zu kommen. Ja, und dadurch läuft das Auto auch einfach schön. Du hast luftgefederte Sitze, du hast einfach einen schönen Fahrkomfort dadurch. Manche Fahrzeuge, wo das Fahrerhaus noch gefedert ist, sind mir zu weich. Dir fehlt so ein bisschen der Straßenkontakt, die Nähe zur Straße. Du hast gar nicht mehr das Gefühl dafür und das ist hier wesentlich besser. Ist das Fahren Omnibus-like so ein bisschen? Das heißt also wie auf Luft gefedert, kann man das vergleichen oder sind die noch einen Ticken besser? Wenn ich so nach Spanien fahre mit so einem Reisebus? Naja, das ist anders. Also du hast hier halt einen reinrassigen LKW, klar. Aber du siehst die große Bereifung vorne. Dadurch hast du natürlich im Reifen schon eine gewisse
Federung. Wir fahren diese breiten Reifen, das ist ein 385er, mit einem, oder können die mit einem relativ geringen Luftdruck fahren, weil die eine sehr hohe Tragfähigkeit haben. Und dadurch hast du schon einen Federungskomfort im Reifen. Dann zusätzlich noch mit der Luftfederung auf der Hinterachse. Die Autos laufen fantastisch. Hier vorne sieht man, das kam wahrscheinlich nicht ab Werk so, die Lackierung, oder? Von der Felge. Nee, genau. Das ist die Narbe, die wir halt lackiert haben. Und genau wie diese Abdeckung hier, das ist natürlich alles gemacht worden. Ich zeige das mal gerade hier vorne, was wir da haben. Ist viel Wert gelegt worden auf das Design hier. Es ist reduziert, jetzt würde man sagen, naja, Design, aber es ist unglaublich schwer, weniger ist mehr. Trotzdem die Linienführung, dann dieses Maskuline, du hast es eben angesprochen, was gar nicht so Vario-like ist, weil ihr seid ja eher so, ich sag mal, dass man bei den Vollintegrierten gar nicht so genau sehen kann, was ist denn da jetzt drunter. Hier siehst du es ja ganz genau. Naja, was heißt, wir sind sonst anders, also wir sind halt vielseitig und das kann man an diesem Auto sehen. Auch das ist ein klassischer Vario. Ja, der hat andere Farben, der ist vielleicht optisch anders dargestellt, aber das ist ein typischer Vario und das finde ich toll, dass wir das zeigen können, dass wir eben auch diese Sachen machen, je nachdem, was der Kunde möchte. Dieses Fahrzeug hat eben auch eine etwas höhere Bodenfreiheit und daran sieht man schon, dass der Kunde jetzt nicht Offroad fahren möchte, hatten wir vorhin schon, das geht nicht wirklich mit so einem Auto, aber er kann schon mal abseits der normalen Straßen fahren und auch mal auf etwas unebeneren Wegen unterwegs sein und das macht das Auto locker mit. Das hier erinnert mich so ein bisschen an Porsche, so ein Ingenieursstück, so kann man sagen. Also das geht jetzt weniger darum, jetzt zu rasen, schnell zu fahren, sondern Freude zu haben. Man steigt ein, freut sich bei der Abholung, hat die nächsten 10 Jahre Freude dran. Dafür sind die Autos gebaut. Sie sind gebaut für lange Freude zu haben, ohne viel Probleme. Das sieht man auch in jedem Millimeter, den ihr verbaut. Das fängt an bei den Klappen. Ich zeige das mal gerade. Allein hier diese Lampe, die ihr hier eingebaut habt, wie die da eingepasst ist, mit nochmal innen sogar. Ich meine, ihr könntet ja innen auf das Teil auch verzichten, oder eigentlich, oder? Auf die Verkleidung hier. Naja, das ist halt die Abdeckung, damit es da auch sauber aussieht. Und das sind Frästeile. Die Lampe kann man so nicht kaufen. Da müssen Frästeile gemacht werden, um die so einsetzen zu können. Es ist halt eine LED-Lampe, die, wenn du den Rückwärtsgang einschaltest, nach hinten die Seite hier neben dem Fahrzeug ausleuchten. Im hinteren Bereich gibt es auch noch so eine Lampe. Und so versuchen wir in jedem Detail einfach sauber zu arbeiten. Das sieht man. Zentralverriegelt ist alles, die Materialien hier drinnen, eine Scherheizung, aber allein schon wie das hier verarbeitet ist. Wir reden ja hier über eine Heizung, die vom System her identisch ist mit einer Heizung zu Hause. Du hast also warmes Wasser, du hast einen Durchlauferhitzer hier mit drin. Das ist unglaublich. Hat sich Scher eigentlich bewährt bei euch? Absolut. Gerade wenn du ein Fahrzeug hast, was so ein bisschen unabhängiger sein möchte. Ich sag mal, du hast hier kein Gas mehr an Bord, somit musst du nur gucken, dass du den Dieseltank irgendwie gefüllt hast. Dann hast du die Möglichkeit, ewig zu stehen. Ja? Und über einen Generator machst du den Strom, auch über einen Diesel. Du hast Solar oben drauf, du hast die dicke Heizung. Also kannst du eigentlich tagelang, wochenlang Spaß haben. Die Leute, die bei euch bauen, die könnten auch, Anlagenelektroniker sein, die könnten, aus dem Bereich kommen, Klimatechnik, die ja toll sind, das sind Allrounder, die müssen ja alles können. Das heißt also, einen Klempner habt ihr auch, oder? Naja, die müssen alles können, das ist nicht ganz richtig, weil wir natürlich verschiedene Abteilungen haben. Ja? Wir haben natürlich, in der Schlosserei haben wir Schlosser, wir haben die Lackierer, wir haben die Tischler, wir haben die Elektriker, wir haben die Gas-Wasser-Leute und somit gibt es natürlich für jedes Gewerk die passenden Fachleute. Und somit müssen sie nicht wirklich alles komplett können, sondern eben nur das jeweilige Gewerk. Und das müssen sie perfekt können. So, mach mal auf, Webasto Dieselheizung. Er hat mehrere, redundante Systeme. Ist das Auto höchst wintertauglich, kann man das sagen? Das heißt also, wenn ich damit nach Finnland fahre, da soll es ja schon mal kalt sein. Also Sven, Sandalen sind wintertauglich, aber nicht winterfest. Dieses Fahrzeug ist winterfest, nicht nur wintertauglich.
ein Riesenunterschied. Klar sind die Autos winterfest bis minus 30, minus 35 Grad gar kein Problem. Alles ist beheizt, die Tanks sind beheizt, die Außenstaufächer sind beheizt und somit hast du gar kein Problem. So, ich habe die Aufbautür mit einem Sicherheitsschloss nochmal versehen. Es geht nicht mehr. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4 Scharniere mit drin. Klar, das hier wäre eine Schwachstelle, aber das nicht. Genau, wenn du da oben vielleicht reinkämst, musst du auch schon gucken, wie es geht. Aber spätestens hier ist dann Schluss, weil das geht nicht mal eben so. So, dann das Fahrerhaus, eine Besonderheit. Man kann durch insgesamt 3 Luken einsteigen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Du kannst mal eben zum Tanken hier vorne aussteigen, was die Leute wahrscheinlich auch tun werden, oder? Ja klar, wenn du hier so Türen hast, dann bietet sich das an, da auch mal rein und raus zu gehen. Und das ist ja bei so einem Actros etwas höher, je nachdem, was du für ein Fahrerhaus hast. Steig mal bitte ein, dass man mal sieht. Du hast ja einen 2er Führerschein 1. Dann würde ich aber auf die andere Seite 2, ja, ist es nur mal zum Zeigen. 3, 4. Das heißt, du fährst original ungefähr auf einer Unterhöhe von 1,50 Meter. Da geht es dann los. Luftgefederte Sitze, das ist Serie? Nee, das musst du alles bestellen. Die sind dann auch klimatisiert. Die sind. Das kommt aber so von Mercedes-Benz. Musst du so bestellen bei Mercedes. Die Autos kommen so ab Werk, wie du es bestellst. Genau. Und dann mit Massagefunktion und was du so brauchst. So, man kann aber auch einfacher einsteigen von hinten. Komm doch mal raus, bitte, dass wir das mal sehen. Da sind auch die elektrischen Sitze, elektrischen Spiegel mit drin. Kann man das hier unten mal hochklappen oder ist das möglich? Unten ist fix, das Ist ist nur eine Blende, Ja. weil da der Auspufftrakt hinter ist. Und das hier ist das Hydrauliksystem noch vom Hydrodrive. Also das ist eigentlich etwas, wo du nicht ran musst oder selten ran musst. Das kannst du abschrauben mit 4 Schrauben oder mit 2 Schrauben. Dann kannst du es abnehmen, aber der Kunde muss hier eigentlich nicht ran. Das ist eine reine Serviceklappe. So, und da vorne ist Auspuffanlage, nehme ich an, Genau. mit Beimischung. Dann diese Treppe, das ist unglaublich. Kannst du hier mal reinfahren, bitte? Das ist aus einem Stück gefräst, habe ich das Gefühl. Ja, das ist halt auch, das kommt aus dem Maschinenbau. Ne? Das sind halt schon super genau gefertigte Teile. Fahr nochmal raus. Da gibt auch nichts nach, wenn du da mit Gar nichts, oder? etwas mehr Gewicht, wir können uns beide mal draufstellen, wenn du möchtest. Nee, es langt ja, wenn du einfach mal draufsteigst. Jetzt sind die Hubstützen nicht draußen. Nee, nix. Also wenn, dann gibt das Auto nach, aber nicht die Stufe selber. Ja? Und das macht schon Spaß. Das ist halt langlebig, da hast du ewig Freude dran. So, die Tür selber, das ist eure, ich nenne es mal Standard-Aufbautür. Das ist ja mal ein Riegel, oder? Das ist ein Riegel, genau. Dann noch 2-Punkt-Verriegelung zusätzlich zu dem Zusatzsicherheitsschloss. Naja, was soll da passieren? Und die ist halt schon, da ist nicht mal eben mit irgendwie ein Ziegenzeh dahinter und dann aufhebeln, das geht so nicht. Zumal ich das Gefühl habe, dass diese Fahrzeuge auch gerne links liegen gelassen werden. Sowas würde ich jetzt natürlich nicht am Strand stehen lassen, 3 Tage. Aber das macht man ja auch nicht. Ich glaube, dass das Ziel von Angriffen sind nicht diese Fahrzeuge. Das sind oft Fiat Ducatos, wo man, ich sag mal, im Internet schon sehen kann, wie komme ich da rein, was ist da zu machen und so weiter. Verrohrung, hier ein schönes Beispiel. Das könnte man auch in einem Einfamilienhaus so finden, oder? Genau, das ist haushaltsüblich, hat T-Rohre für die Abwassertechnik, für die Wassertechnik und eben dann Heizungsverrohrung. Und ja, das wird hier alles schön sauber verbaut. Ja, jetzt könnte man sagen, ach, will ich das verkleiden, damit ich das nicht sehe. Warum? Weil, ich sag mal, es sieht ja sauber aus und warum darf ich so eine schöne Technik nicht sehen? Ja, das stimmt. Ganz wichtiges Thema ist das Thema Entkeimung. Ihr habt Entkeimungsfilter direkt hier eingebaut. Genau, das siehst du hier. Das ist ein Siegel-Entkeimungsfilter und der also filtert schon ziemlich viel raus, macht auch geschmacks- und geruchsneutral. Das finden wir wichtig und damit kannst du schon einiges machen. So, wir zeigen es mal. Also das ist die Frischwasserpumpe mit drin, eine Druckwasserpumpe natürlich. 2-mal Außenstromanschluss. Genau, damit wenn du auf dem Campingplatz bist oder auf dem Stellplatz bist und dir von außen Strom holst und dieser Platz nur mit zum Beispiel 6 Ampere abgesichert ist, dann kannst du dir 2-mal 6 Ampere holen. Ja? Und kannst eben dann, je nachdem was du im Auto nutzt, wenn du Klimaanlage nutzt und einen Dampfgarer nutzt und ein Cerankochfeld nutzt,
Induktionskochfeld nutzt, dann kommen ja schon Leistungen zusammen und dann kann es sein, dass du das mit 2 Stromkreisen abdeckst. Ja, du warst so freundlich, ihr habt alles auch entsprechend beschriftet. Das bedeutet, du bist hingegangen und hast, ich sag mal, die Dymo einmal durchlaufen lassen. Überall steht Druck, Ausgleichsbehälter, hier vorne ist Frischwasser, Tankentleerung, Tankentnahme. Ich sag mal, das ist das Minimum, was man machen muss. Das Handbuch, gibt es ein Handbuch eigentlich, ein selbstgeschriebenes Handbuch? Es gibt selbstverständlich ein Bedienerhandbuch, was der Kunde mitbekommt. Aber was ich immer sehr interessant finde und wichtig finde, ist die Einweisung, die wir einem Kunden geben. Also wenn der Kunde ein solches Fahrzeug übernimmt, ist es in der Regel so, dass er sehr oft schon auch während der Bauphase da war und dann sich für Details interessiert hat, darüber schon viel mitbekommen hat. Aber am Ende, wenn er ein Fahrzeug übernimmt, gibt es eine Einweisung, die dauert mindestens 8 Stunden. Sehr, sehr oft auch nochmal einen zweiten Tag dazu. Und da wird dem Kunden zusätzlich zu dem Bedienerhandbuch, was ich immer eigentlich viel schöner finde, weil wenn du eine Erklärung bekommst, das kannst du fast gar nicht so aufschreiben, wie man das erklären kann. Und das ist dann eigentlich immer viel schöner für den Kunden, dass er dann das wirklich nochmal nachfragen kann. Mensch, habe ich gerade nicht richtig verstanden, wie war das nochmal? Und ja, nach 8 Stunden sollte das dann einigermaßen drin sein und der Rest ist dann Learning by Doing. Ja, Hubstützenanlage, ich habe es gezeigt, auch die ist recht performant. Hier vorne sind die Schläuche für die Entleerung. Wenn du da mal so einmal rausziehst, wie schön das gemacht ist, sind die lang? Ja, genau. Du hast hier jetzt einfach den Entsorgungsschieber, der jetzt noch relativ schwer geht. Da hast du den Entsorgungsstutzen, Entschuldigung. Und hier hast du den Entsorgungsschlauch, den du hier rausnimmst. Und dann eben mit Bajonett hier auf dem Entsorgungsstutzen zieh mal raus, bitte. Sagen wir so nicht. Das heißt, du kannst ihn zusätzlich nochmal rausziehen. Der expandiert sich so ein bisschen. Ja, der ist teleskopierbar. Ja. Und wie du hier siehst, hat er auch noch ein Adapterstück. Das heißt, da steckst du nochmal einen zweiten drauf. Und dann kannst du eben der Länge nach den auseinanderziehen, da wo du hin musst. Und das ist jetzt für das kurze Stück quasi. Das ist für das kurze Stück. Sehr, sehr oft ist es ja auch so, dass du so zurechtkommst, dass du hier die Entsorgung hast und dann gar keinen Schlauch brauchst. Dann entsorgst du direkt hier über den Stutzen. So. Das Volumen, Frischwasser? Ist ja je nach Kundenwunsch, was will er haben. In diesem Fall sind das 600 Liter. Und das muss man auch ein bisschen anpassen dem Grundriss oder eben den restlichen Tankkapazitäten. Ne? So, das ist die Garage. Also was mir schon mal auffällt, ist die Fahrzeuglänge. Man hat sich bewusst hier nicht für 12 Meter entschieden. Der Vorteil ist, es langt in einer Achse. Ich nehme an, bei 12 Meter braucht man hinten dann Doppelachse, oder? Genau, ein 12 Meter bauen wir nur auf 3 Achsen. A, vom Gewicht her wollen wir die 26 Tonnen haben, weil wir nachher beim 12 Meter mit 18 Tonnen nicht mehr hinkommen. So ein Fahrzeug hat am Ende 21, fast 22 Tonnen als Masse im fahrbereiten Zustand und somit kommst du mit einem Zweiachser nicht mehr hin. Außerdem ist es so, dass du nachher so einen Dreiachser viel, viel wendiger hast, weil der eine gelenkte Nachlaufachse hat. Und du fährst einen 12 Meter Dreiachser, ich sag mal mindestens so wie einen 1050 Zweiachser. Und da haben sich schon einige gewundert, wie sehr, sehr wendig das ist. Das Auto geht sehr, sehr gut um die Kurve. So, komm, wir gucken mal gerade hier rein. Hier sieht man Victron Energy. Was ist drin? 5 kW? Das ist ein 5000er. Genau. 5000er. Und das heißt dann 5000 VA. Ja? Und das in Kombination mit den Liontron-Batterien hier. Du hast Liontron drin? Genau, das sind jetzt Liontron Arctic, das heißt die beheizte Version. In diesem Fall sind das 6 Stück. Das ist ja stark, dass die Aufstieg zu Vario gefunden haben, Liontron, muss man sagen. Also ich habe das ja ganz oft schon gefilmt, hatte ich immer so das Gefühl, okay, für die Nachrüstung okay, aber wie sieht es aus mit BMS und so weiter? Ihr habt gar kein Problem? Nein, also die Liontron-Batterien sind super, setzen wir jetzt schon etwas länger ein und also 0 Probleme wirklich.
Warum nur in der Nachrüstung? Also Erstausrüstung, gar kein Thema. Ja, das Schöne ist, man kann sie auch selbst reparieren. Ihr könnt die selber reparieren. Das ist das Coole, wenn mal eine Zelle kaputt sein sollte. Der Kunde kann sie sogar reparieren, wenn er weit weg sein sollte. Aber die gehen meistens gar nicht erst kaputt. Da ist eine Heizung mit drin. Klär mich mal auf. Was hat das für einen Grund? Der Grund ist ja, dass du bei Lithiumbatterien, wenn nachher die Temperatur gen Null geht oder niedriger, hast du ja das Problem mit der Ladung und der Entnahme der Lithiumbatterien. Und einige schalten dann ab von anderen Herstellern. Und daher ist es wichtig, dass die Batterien beheizt sind, entweder in einem beheizten Fach oder eben selber beheizt sind. Und so ist es hier bei diesen Liontron Arctic. Die haben eine Heizplatte unten drin und sind darüber beheizt. So, Fiat 500, komm, wir zeigen den mal ganz kurz. Denn für mich das beste Fahrzeug, wenn man dann einen kriegt, das ist das Riesenproblem. Also 4x4 zu kriegen ist gar nicht so easy. Er hat einen bekommen, wie ich sehe. Ja, aber der ist auch nicht ganz neu, glaube ich. Der ist auch irgendwie schon ein halbes Jahr alt. Und da hat er sich jetzt noch ein paar grobere Reifen drauf gebaut, weil er dann wirklich nochmal ein bisschen mehr abseits der Pisten fahren kann. Guck mal, was das ist. Ah ja. Spannend. Was sind das für Leute, die sowas kaufen? Sind das hart arbeitende Menschen oder sind das die, denen alles in die Wiege gelegt wurde? Sowohl als auch, oder wie? Naja, das sind Menschen, die jetzt erstmal aufs Fahrzeug bezogen so ein bisschen ab von der normalen Straße wollen, aber nicht wirklich Offroad fahren wollen, weil die sagen, oh, das traue ich mich gar nicht, da irgendwo in Afrika mich hinzustellen und zu gucken, also Beispiel, wir beide kennen ja jemand, der auch Fahrzeuge verkauft, ja, der auch ein Vario hat, der gerne mal mit seinem Allrad ins harte, ich sag mal, Geläut fährt. Der fährt nach Spanien zum Beispiel auf Wege und so weiter. Das wäre hiermit möglich. Also dass ich mit dem etwas höheren, auf Schlechtwegen zum Beispiel am Meer Punkte erreichen kann, die letzten 500 Meter, wo der andere nicht hinkommt. Klar, das kannst du schon machen. Du musst natürlich immer gucken auf den Böschungswinkel und so weiter. So ein Offroad-Fahrzeug hat ja einen ganz anderen Böschungswinkel. Das heißt, das ist die Höhe hier hinten am Heck. Ihr habt ihn leicht angehoben, gell? Ja, genau. Der ist jetzt etwas höher als normal. Du siehst ja, der hat ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Aber dieser Böschungswinkel, der ist eigentlich beim Offroader noch viel größer. Das heißt, du kannst noch viel größere Absätze dort fahren. Das ist natürlich hier irgendwann nicht mehr möglich. Aber das machst du auch nicht, weil du dann dein PKW rausholst und wirklich in die letzte Ecke mit diesem Allrad PKW fährst, der dann eben auch schmal ist. Du hast auch bei diesen, so finde ich es auch bei Offroad-Fahrzeugen immer, du hast ja einen unheimlich hohen Schwerpunkt. Und wer bringt das Fahrzeug wirklich so an die Grenze und testet die Kippgrenze aus? Also die wenigsten. Und es ist eben, wie gesagt, so, dass du ja, zu 80-90% auf normalen Straßen unterwegs bist. Und dann ist es eben angenehm, mit so einem Fahrzeug zu fahren. Mit so einem Offroader, wo du so ganz grobes Profil hast. Ja, da ist das laut und da ist das ein bisschen schwammig. Und ob du da wirklich Spaß hast, dann auf normalen Straßen unterwegs zu sein, das ist die Frage. Und deswegen dieser Kompromiss. Das Eingraben, ich sag mal so die nasse Wiese, das ist ja so der Albtraum von vielen. Es hat geregnet schwer, du standst da erstmal drauf, die Wiese ist nass. Und da, ich sag mal, mit dem Heckantrieb kann es schon mal schnell passieren, die Reifen gehen zu und ich drehe durch. Ja, ich drehe durch und das Auto dreht auch durch. Also was man unbedingt machen sollte, ist vorab schon mal schauen, bevor ich mich festfahre, ich mache mal die Differentialsperre rein. Ja? Wenn ich mich erst festgefahren habe und dann die Differentialsperre reinmache, dann ist es meistens zu spät. Das heißt, ich kann damit schon mal sehr oft verhindern, dass ich mich festfahre. Und wenn, dann habe ich eben hier in diesem Fall mein Hydrodrive und habe eben die Vorderachse noch mit angetrieben, die mich dann vielleicht noch mal rauszieht. Ob das dann reicht oder nicht, hängt von der jeweiligen Situation ab. Aber zumindest ist es besser als ein rein heckgetriebenes Fahrzeug. Ja, du kannst dich noch daran erinnern, die ersten Fernseher damals mit Fernbedienung. Baujahr bist du? Ich bin ein 71er Baujahr. 71er, ich bin 68. Da hat der Schwarz-Weiß-Fernseher, der hatte noch so Soft-Tasten gehabt bei uns. Und irgendwann kam Fernbedienung. Du hast eine Fernbedienung dabei. Zeig mal bitte. Das stimmt. Die sieht nämlich so aus wie die von meinem Opa aus den 70er Jahren. Die hat nur 2 Tasten rein, raus. Damit fahren wir mal den PKW rein. Mach mal bitte. Ja. Denn es ist immer wieder schön zu sehen. Normalerweise müsste der jetzt abgesenkt werden. Haben wir jetzt mal nicht gemacht. Geht trotzdem. Das geht trotzdem. Du musst ein bisschen gucken, wie ist das Niveau hinter dem Wohnmobil.
Eigentlich sollte er auf der Hinterachse abgesenkt haben. Du wolltest das ja nicht, dass ich das mache, also haben wir das Ging um die Optik jetzt, aber da sind hinten Rollen drauf. Wie funktioniert das? Nee, da sind keine Rollen drauf, da sind Polyamid-Gleitlager drauf, die sich auch ein bisschen abreiben dürfen. Und damit funktioniert das eigentlich auf diesen Wegen. Auch wenn es mal nicht ganz so gepflastert ist wie hier, geht das dann schon. Das Geniale ist, wir zeigen gleich mal die Fahrräder. Das ist jetzt der Zustand, fahr ruhig mal ganz rein, dass wir das mal sehen. Das ist jetzt der Zustand, ich komme an, mache die Klappe auf. Die Klappe ist übrigens nicht elektrisch. Wer das übrigens erfunden hat bei allen Autos, dass sie jetzt elektrisch sein müssen, wenn die gut austariert sind, brauchst du das gar nicht, oder? Du kannst ja mal testen, wie gut die geht. Man kann das machen hydraulisch. Wir haben die ja hydraulisch angetrieben, nicht elektrisch angetrieben. Aber ich finde, eine mechanische Klappe ist immer noch was Reelles und ist okay. So, und jetzt hast du die Fahrräder, die du hier bedienst. Das ist genial, oder? Die kannst du jetzt runternehmen. Und du kannst dann Fahrrad fahren, das Auto lässt du drin, das ist das Schöne. Und eben, wenn du nachher fertig bist oder wegfahren willst, dann nimmst du deine beiden Bikes, schiebst die ein, du machst die Klappe zu und dann bist du abfahrtbereit. Und da ist nichts mit hoch und Auto erst raus, Auto rein und was nicht alle. Das ist einfach das, was ich toll finde, wenn du wenig Umstand hast, wenn du irgendwas machen möchtest. Was ich toll finde, ist auch die Tatsache, dass ich bei dem Fahrzeug hier die Gemüter nicht so sehr errege. Wir haben letztes Mal gezeigt, ein Bugatti oder was es war. Oder es war zuletzt irgend so ein Sportwagen, der drin ist. Hier fährst du ja an das Statement raus. Und ich glaube, das wird einige ziemlich happy machen, die vielleicht auch einen Panda haben zu Hause. Ja, es ist ja auch so, dass unsere Kunden, all unsere Kunden, sind keine Aufschneider oder keine Leute, die großartig irgendwie auffällig sein wollen, sondern sie wollen ein schönes, großes Fahrzeug haben, weil sie Platz wollen, weil sie Komfort wollen und einen PKW dabei haben wollen. Ja, und das ist eben hier das klassische Beispiel dafür. Ja, ist schön. Also das ist auch toll gemacht mit der Klappe. Kannst du mir noch mal eine Klappe zumachen, bitte? Weil das ist so ein schönes Geräusch. Das muss man einfach filmen. Klong. Ja, ich habe schon lange keine Klappen mehr gehuldigt, muss ich sagen. Auch bitte nur einmal. Komm, das war früher immer der Test bei den Autos in den 80ern. So ein Mercedes, wenn man da so die Klappe zugeschmissen hat, haben alle gesagt, oh, das hört sich aber satt an. Und so ist es hier halt auch. Die darf man halt auch mal ins Schloss fallen lassen, kein Problem. Das ist Fahrzeugbau, muss man sagen. Das ist wahrscheinlich so ein Kühltransporter, hat auch so ein ähnliches Profil. Das muss ja auch ewig halten, so ein Kühltransporter. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie die das haben, aber... So, jetzt hier eine Besonderheit. Ich habe ja viel gelernt, seitdem ich Videos mit dir drehe. Das sind, ich sag mal hier, das ist nicht zur Gewichtsersparnis, die Löcher, sondern damit kannst du die Klappe ganz genau anpassen. Genau, damit stellst du die Dämpfer hier ein, die Gasdruckdämpfer, die ja die Klappe hochdrücken. Und damit kannst du ein bisschen justieren und ein bisschen schauen, wo muss der Anlenkpunkt hier sein, damit die optimal funktioniert. Genauso ist es hier unten auf der anderen Seite. Da hast du Langlöcher hier drin, sodass du die Platte verschieben kannst, um hier unten den optimalen Punkt zu finden. Das kann man natürlich alles ausrechnen, das machen wir auch. Aber die letzten Millimeter, weil vielleicht doch noch Auspuffblenden dran gekommen sind von außen und die Klappe hier mit unten eben dann schwerer wurde, kannst du dann eben nochmal hier korrigieren. Die ist so schön gemacht, die Klappe, ihr kriegt die wahrscheinlich von einem Zulieferer, oder? Ihr könnt das selber nicht. Naja, Sven, du weißt ja, dass wir diese Sachen alle selber machen und natürlich auch so eine Klappe. Guck mal hier, 5 Schrauben, das ist so schön. Ich liebe das, weißt du, ist das nicht so, dass die Kunden hierher kommen und stundenlang da vor irgendwelchen Scharnieren stehen und beschlägen? Naja, das sind halt viel unsere Kunden, die an sowas einfach Spaß haben und sagen, Mensch, wenn das so schön sauber gebaut ist, dann muss das doch für die Ewigkeit sein. Und ich finde, das sieht man an der Stelle auch. Ja, ich habe einen groben Mangel entdeckt, da müssen wir drüber reden, Heiko. Denn ich habe schon lange nicht mehr, ich sag mal, so eine Schelte bei dir üben müssen. Denn du weißt ja, dass diese Fahrzeuge ja fliegen können, wenn die Klappen draußen sind und er eine Geschwindigkeit von über 1000 Stundenkilometer erreicht. Ja. Diese beiden Klappen sind nicht 100% auf gleicher Höhe. Das stimmt, das ist auch nicht schön, das soll auch nicht so sein.
Aber ich red mich da jetzt mal raus. Der kam gerade eben erst raus, oder? Der ist noch gar nicht fertig, der ist den Endcheck noch nicht durchlaufen und dann wird so etwas selbstverständlich korrigiert. Skandal. Ja, so im Sperrbezirk. Ich zeig's mal gerade. Muss auch nicht sein. Ich habe dir eben eine ganz dumme Frage gestellt. Ja, habe gesagt, Slideout rausfahren. Da habe ich gemeint, passt das denn so? Und was du mir gesagt hast? Sind wir jetzt hier im Boomte oder sind wir woanders? Ja, genau. Nein, das wäre ja schlecht, wenn die Klappe jetzt oben gegen den Slideout schlägt. Das wäre richtig blöd. Das heißt, Absicht ist das, dass es genau passt. Natürlich werden die dann so eingestellt. Du wirst sehen, auf der anderen Seite, wo der Slideout nicht ist, gehen sie weiter auf, damit du noch mehr Kopffreiheit hast. Aber hier ist es eben dazu da, um dann da oben nicht gegenzuschlagen. So, also das hier nehme ich übrigens zurück. Das war nur Spaß, weil irgendwas, ich musste ja irgendwas finden. Wenn die Leute von Promobil was testen, sagen die meistens, die Klappen gehen zu schwer. Das ist so das Maximum. Ein paar schöne Sachen, die du natürlich bei der Gewichtsklasse einbauen kannst und darfst, ist unter anderem der gute alte Onan, der ich sag mal nicht fehlen darf. Ein Diesel-Stromaggregat für die Fälle der Fälle. Solar hat er auch? Solar hat er auch, über 1000 Watt, 1270 Watt. Aber du kannst halt mit so einem Generator, der ja jetzt 230 Volt erzeugt, dann vielleicht doch nochmal eben schneller deine Batterien laden oder die Klimaanlage stundenlang betreiben. Und das ist natürlich über Solar dann schon eher schwierig. Und so hast du einfach alle Möglichkeiten. Du bist einfach flexibel. Hast du Sonne, hast du gute Sonne und Solar bringt richtig Leistung, dann kannst du sicherlich viel damit machen. Oder im Notfall eben, wenn tagelang mal schlechtes Wetter ist und über Solar nichts reinkam, dann machst du was über den Generator. Elektrik ist bei euch unauffällig, muss man sagen. Also es gibt ja viele, die haben so echte Elektrikfächer mit allem drum und dran. Die stehen bei euch nicht so im Vordergrund, habe ich gemerkt. Also ich merke das so. Ist das eher so wie zu Hause, dass ich sage, ich habe so meinen Schaltkasten, normal kommt da nichts dran, kann man schon sagen, oder? Naja, wir gehen ja davon aus, dass der Kunde nicht unbedingt ein gelernter Elektriker ist und weiß, was Spannung und Strom ist. Hat aber manchmal das Gefühl bei Autos, wenn du die aufmachst, die Elektrik dominiert, riesen Elektrokästen. Dann müsste der Kunde eigentlich fast Elektriker sein, um das zu verstehen, bedienen zu können. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Kunde Spaß am Fahrzeug hat. Natürlich gehört eine gewisse Elektrik dazu, aber die muss nicht so prägnant sein, dass der Kunde das Gefühl hat, oh, hier muss ich ständig irgendwas machen. Nein, das muss er nicht. Und von daher gibt es natürlich eine tolle Elektrik, eine vielseitige Elektrik, aber die ist so installiert und so zusammengestellt, dass der Kunde möglichst wenig damit zu tun hat. So, was ist hier oben drin, dieses Fach? Das ist ein Servicefach, dahinter sind die Tanks. Ist das zum Öffnen? Nein, das ist nicht zum Öffnen. Das ist, man kann sich auch kann man öffnen, muss man losschrauben. Alles klar. Mit 4 Schrauben. Ja, ist ja gut. Ich wollte ja nur mal, wenn es jetzt gegangen wäre. Das ist, sag mal hier, Waschmaschine. Man legt ja so ein Auto nicht winterstill. Also normalerweise ist da immer so viel Temperatur drauf, dass er nicht einfrieren kann. Was ist denn hier zu tun, wenn ich den Winter stilllegen will? Weil da vorne ist ein Siphon drin, sehe ich. Ja. Das heißt, der Kunde kann den rausdrehen, kann ihn entleeren? Genau, das ist das Thema. Wenn du das Auto natürlich im Winter abstellst, unbeheizt abstellst. Das macht doch keiner, oder? Dann, gibt es schon mal. Aber dann musst du halt wissen, dass du all die Sachen, die ganze Wasseranlage eben wasserfrei hast und sagen kannst, pass auf, ich bin sicher, dass nirgendwo mehr Wasser drin ist, was mir dann irgendwie da einfrieren kann und irgendwas kaputt frieren kann. So, jetzt wenn Leute kommen werden sagen, im Reisemobil eine Waschmaschine, kennst du irgendeinen Haushalt, der keine Waschmaschine hat? Also hier ist ja ein Haushalt. Also das ist ja jetzt kein Luxus, sondern wenn es geht und ich habe eine dabei, ist doch sehr praktisch. Ja, also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich sage, brauche ich eine Waschmaschine, brauche ich keine Waschmaschine. Ich finde, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie lange ist nachher der Kunde wirklich unterwegs mit so einem Fahrzeug. Sicherlich gibt es auch auf verschiedenen Stellplätzen, Campingplätze, Waschmaschinen, die man nutzen kann. Ich habe letztens von einer Kundin gehört, die auch eine Waschmaschine haben möchten. Naja, aber da hat dann vorher jemand anders die dreckigen Hundedecken drin gewaschen und da sind dann noch Resthundehaare drin und da soll ich jetzt nachher meine weiße Bluse reintun. Das kann man natürlich sehen, wie man will. Man darf nicht vergessen, dass so eine Waschmaschine natürlich auch irgendwie einen Wasserverbrauch hat. Mhm. Und ich natürlich auch irgendwie das Wasser in den Abwassertank pumpe. Das heißt, reicht meine Frischwassertankkapazität aus, reicht meine Abwassertankkapazität aus, nachher, um wirklich so eine Waschmaschine zu betreiben. Und dann kommt ja noch hinzu, in diesem Fall ist es ein Kombigerät, heißt Waschtrockner.
Wenn ich nur eine Waschmaschine habe, wo trockne ich denn meine Sachen? Hänge ich meine Unterhosen, meine Unterwäsche hier draußen auf oder wie mache ich das? Ja. Und ja, derjenige, der es haben möchte, kann es haben, wie man sieht. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ob man es wirklich braucht. So, ihr könnt es aber realisieren. Schön hierbei ist, die Klimaanlage, ihr baut die komplett selber. Das ist also keine Dometic oder so irgendwas aufs Dach drauf. Das würde gar nicht gehen. Ihr habt eine zentrale Luftverteilung, die dafür sorgt, dass man die Klimatisierung... Ich war heute im Hotel in der Nähe von Bohmte. Das hat mich gefreut, weil die war so ganz dezent, die Klima. Man konnte super drin schlafen. Ist das hier auch so? Das ist hier auch so, eben weil du siehst da jetzt die Kompressoreinheit. Die Kompressoreinheit ist unterm Fahrzeug. Am weitesten Punkt entfernt, die hörst du kaum. Die hörst du eigentlich gar nicht, wenn du im Fahrzeug bist. Und hier draußen hörst du auch nur einen Lüfter laufen und einen Kompressor, einen leisen Kompressor laufen. Und im Fahrzeug ist es eben so, dass du dann nur noch den Verdampfer hast und dort nur noch die ausströmende Luft hörst. Und das ist das Schöne, du machst Kälte, ohne den Kompressor wirklich zu hören. Und dann ist es natürlich angenehm so, dass du das auch nachts mal laufen lassen könntest. Ja, Luftsteuerblock, Erkerdichtung, HPC aus Holland, findet überall Einzug. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück zur Klimaanlagensteuerung. Das könnte ja auch so oder so ähnlich auch im Industriebetrieb drin sein, oder? Das ist Anlagentechnik, wie du siehst, genau. Und das ist, ja, so sind wir aufgestellt, so stellen wir die Elektrik zusammen. Ja, überall beheizt. Ich meine, man braucht jetzt hier keine Heizung hier drin zu haben. Es langt, wenn die Rohre einfach mal durchlaufen. Das ist hier der Fall. Man kann alles nochmal regulieren. Was ist hier oben? Ist es Luftdruck? Nee, das sind Hydraulikleitungen für die Hydraulikstützen. Schön. So, die Leiter finde ich phänomenal. Die Integration, man will ja doch mal vielleicht aufs Dach drauf. Die steht nicht im Weg. Dann hast du hier AdBlue-Tank. Das ist die Hubstützenanlage. Die übrigens hat mir jetzt einer mal gezeigt, bei einem anderen Fahrzeugbauer, wie man die Not bedienen kann, was man beachten muss. Man muss die ein bisschen pflegen ab und zu. Oder ja, auch nicht? Was heißt pflegen? Also pflegen brauchst du die eigentlich nicht. Du hast hier den Nothebel, den steckst du hier rein und dann kannst du den von Hand pumpen, wenn die Elektrik mal ausfallen sollte. Weiß ich nicht, weil die Batterien leer sind oder so etwas. Ja, die Ventile mittlerweile mit Handbedienung, das heißt, auch da brauche ich kein Werkzeug mehr. Ja, genau. Da kannst du die einzelnen Hubstützen runterlassen. Du drehst die hier einfach los und damit kannst du dann die von Hand bedienen. Habt ihr jemals eine defekte HPC gehabt? Nicht, dass ich wüsste, müsste ich im Service klären, aber nein. Also das ist nur für den Notfall, was man sehen. Also das geht ja voll automatisiert. Ja. Die Nivellierung auch mit allem drum und dran. Hier ist das Fahrerhaus. Vielleicht ein paar schöne Details. Das Fenster ist weiß abgeklebt. Bitte nicht nachmachen bei Kunststofffenstern, weil die Lösungsmittel die angreifen. Das kriegt ihr nie wieder ab, das Zeug. Aber das hier ist ein Glasfenster. Ja, das ist ein Glasfenster und das ist nicht weiß abgeklebt, sondern da ist eine Lochfolie drauf und diese Lochfolie ist eben im Vorfeld lackiert worden in Wagenfarbe. Lackiert worden, natürlich in Wagenfarbe, in dem Silbergrau, in dem Uni-Silbergrau vom Fahrzeug. Ich finde, das macht sich ganz gut, weil so das Fenster so ein bisschen in den Hintergrund gerät und ich weiß nicht, wir werden vielleicht gleich das Fahrzeug nochmal sehen, wenn wir die Klappen zu haben, den Slide-Out reingefahren haben, wenn das Fahrzeug wirklich fahrfertig da steht, dann sieht man das Design einfach noch ein bisschen besser und ich finde, das macht sich da ganz gut. Ja, so schlank wie ein Fiat Panda, wenn er alles eingefahren ist, oder? Naja, nicht ganz, 2,50 breit. Ein Riesenhaufen, muss man sagen. Aber es ist kurz, also wir sind bei 10,80 Meter. Das musst du erstmal hinkriegen mit Auto, was ist ja doch eine Herausforderung, mit 2 Fahrrädern, mit der ganzen Ausstattung, mit allem drum und dran. Ich glaube, die 1,20 Meter, wenn du hier anrufst, gehst auf den Campingplatz, sagst, wie lang ist denn Ihr Auto? Ich glaube, lügen, 7 Meter geht da nicht mehr. Denn, nee, das wird auffallen, denke ich schon. Aber du weißt ja, wenn du heute mal bei anderen Herstellern guckst, die Fahrzeuge werden ja immer größer. Und auch die Campingplätze stellen sich immer mehr drauf ein. Ich war jetzt gerade am Wochenende gewesen in Limburg an der Lahn. Dort war ich mit einem 12 Meter unterwegs. Wunderschön. Du stehst mit dem Fahrzeug, mit der Front Richtung Lahn und guckst aufs Wasser. Und hast einen wunderschönen Stellplatz mit schönem grünen Rasen dabei und einfach traumhaft. Und diese Plätze werden ja immer mehr. So, ich zeige es mal gerade. Laser habt ihr oben reingemacht. Alles komplett aus GFK. Das ist, glaube ich, klar, das Fahrerhaus jetzt nicht, aber alle Anbauteile komplett auf GFK. Ist das nicht für die Wärmeausdehnung ein Problem, dass man das genau berechnen muss? Das GFK, wie sich das ausdehnt, oder ist das unkritisch? Knackt das Auto? Das hast du ja bei Alu noch viel eher. Also Aluminium ist ja noch ein größerer Wärmeleiter.
Das hast du hier so nicht. Klar, jedes Material dehnt sich irgendwie aus. Ja, aber ist es am Knacken? Wie viele Reisemobile, die in der Sonne stehen, andauernd am Knacken sind die ganze Zeit? Also nein, eigentlich nicht, weil du hast dann vielleicht mal ein Geräusch, wenn das Fahrzeug im Schatten steht und die Sonne über die Kante kommt und dann mal den schnell aufwärmt. Aber in der Regel nicht, nein. Ja, habe ich jetzt ganz oft gehabt, dass Fahrzeuge knacken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, eure Autos, wie die knacken. Das ist wirklich unglaublich bemerkenswert. Wenn man in der Sonne steht, kann es nicht abdecken. Toll finde ich, ihr habt viele Extras eingebaut. Hat der 360-Grad-Kamera? Der hat 360-Grad-Kamera, siehst du hier vorne. Das ist die vordere davon. Eben an den Seiten dann nochmal und am Fahrzeugheck. Und damit kannst du natürlich super so ein Fahrzeug steuern. Ne? Warte mal, ich zeige das mal. So Full-LED-Assistenzsysteme, das können wir gleich mal sehen. Du hast einen Fahrzeugschlüssel ja dabei, der fährt fast von alleine, oder? Das heißt, der hat zum Beispiel Seiten, ich kann niemand mehr direkt totfahren. Das ist ja auch ein Riesenproblem, toter Winkel, gar nicht so witzig. Da hat sich Mercedes einiges einfallen lassen. Ja, finde ich einfach schön, weil dann werden die ganzen schlechten Unfälle, die werden dann schon extrem zurückgehen durch diese Assistenzsysteme, die mittlerweile ja Pflicht dann sind oder werden. Da hinten sehen wir den Abbiegeassistent und eigentlich kann da sehr, sehr wenig passieren, weil die dich so warnen, den Fahrer so warnen, dass der dann irgendwann reagieren wird und das wird schon sehr viel bringen. So, ihr habt lange gewartet, nämlich genau 45 Minuten außen. Die Leute, die jetzt schimpfen, sagen, geh doch endlich mal rein, haben jetzt ihr Ziel erreicht. Wir werden reingehen. Wir nehmen die Mittentür. Oh, es ist richtig schön. Auch da übrigens kann nichts passieren. Da waren Bumper dran. Ist es hier Leder? Oder was ist das für ein? Das ist Leder, ja. So, und das hält auch mal einen Regenguss aus? Das hält auch mal einen Regenguss aus und auch mal, das ist ein UV-stabiles Leder, was speziell geschützt ist. Aber in der Regel habe ich ja dann auch, wenn es wirklich regnet, die Tür dann doch schon zu. Kann ja mal passieren. Also ich zeige das mal, mit welchen Hightech-Mitteln ihr diese Tür sichert. Mach nochmal bitte auf. Unglaublich. Aber das funktioniert wirklich, auch wenn der Wind mal ein bisschen stärker geht, oder? Naja, das rastet halt wirklich schön ein und du hast den Vorteil, die Tür ist einfach wirklich komplett auf und ich habe hier keine störende Tür mehr stehen. Ich finde das einfach angenehmer. Du hast hier einen schönen freien Durchgang, du hast die Moskitotür noch dazu. In dem Fall ist das einfach schön offen. So, und du hast ein Codeschloss mit dabei. Das ist auf Wunsch, wenn der Kunde sowas haben möchte. Das ist Option. Ist sowieso alles Option bei euch, ja? Naja, was heißt alles? Aber der Kunde kann schon ziemlich viel zusammenstellen und somit sein individuelles Auto finden. So eben auch beim Grundriss. Der Kunde kann komplett seinen Grundriss bestimmen und sagen, wie möchte ich es haben. Und das wirst du auch hier sehen. Das ist ein außergewöhnlicher Grundriss, wie der Kunde ihn wollte. Ob er für jeden passt, weiß man nicht, aber für diesen Kunden passt er auf jeden Fall. So, hier vorne sind so die wichtigsten Sachen sind schon mal drin. Sensoren kannst du an- und abschalten. Die Treppe kannst du rein und rausfahren. Kommt man hier ran eigentlich unter die Stufen? Geht das? Ja, da hast du ein kleines Fach, wo du hier ran kannst. Nein! Da sind goldig. Ach, da haben die Jungs jetzt noch hier so Sachen drin liegen halt. Und so, das Wichtigste, was du brauchst im Falle einer Panne. Ich habe übrigens eine Entenfamilie gestern gerettet. Der WDR hat es durchgegeben, standen auf der Autobahn, linke Seite hat der WDR durchgegeben, eine Entenfamilie auf der Autobahn A1 Richtung Bremen. Das war ich. Bist du ausgestiegen? Nee, konnte nicht aussteigen. Ich habe sofort die Polizei angerufen. Die haben uns sofort dann auch einen Einsatzwagen geschickt, sogar mehrere, um die Entenfamilie zu retten. Mensch, Sven. Du, ich mag das nicht, wenn so kleine Enten, sag mal, Feinsteinzeug hier drin? Genau, Feinsteinzeug hier drin. So, von der Entenfamilie aus Feinsteinzeug. Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir einen Schwenk. Genau, Feinsteinzeug, eben auch Kundenwunsch. Welche Farbe möchte ich haben? Möchte ich Feinsteinzeug haben? Möchte ich Vinyl haben? Möchte ich Granit haben? Wie soll es aussehen? Das Holz ist echt? Selbstverständlich. Das ist ein Nussbaum hell gebleicht. Das Schöne ist, das hatten wir schon mal, gell? Im letzten Auto war das hell gebleicht. Hatten wir schon mal gesehen, genau. Das Schöne ist einfach, dass du die tolle Maserung vom Nussbaum hast und wie ich finde, einen schönen warmen Ton hast, ohne dass es gleich zu dunkel wirkt. Und ich finde es sehr angenehm. So, du darfst mal die Klimaanlage anfahren, sonst filmen wir gleich nicht mehr, lieber Heiko. Dann müssen wir den Generator laufen lassen. Ja, mach mal. Weil wir sagen... Ich habe ein Richtmikro. So, das heißt, wir starten den Generator. Krass festhalten.
Genau, du musst ihn gedrückt halten, weil er sich jetzt vorheizt und jetzt startet er. Das alles? Genau. Geht doch. Hörst du was? Nee. Ja, so ein bisschen, aber jetzt läuft der Generator. Und der ist noch offen, die Klappe, oder? Und die Klappe ist noch offen, genau. Genau, wenn die mal zumachst, mach mal zu. Bin mal gespannt, wie der Heiko da rauskommt. Wir reden gleich mal über die Breite der Tür. Da werden jetzt viele kommen. Macht mal die Klappe zu. Oh, ist der schön. So, hier vorne steht schon, der Grappa steht schon hier vorne drauf. Das Ganze ist schon vorbereitet, sodass man es auch nutzen kann. Hier ist die kleine Krups Nespresso, die auf dem Tresen steht. Ich zeige euch gleich das ganze Auto mal komplett mit allem drum und dran. Denn warum machen wir die Klimaanlage an? Die Kamera geht leider aus bei über 28 Grad. Das hatten wir auf der Messe, weißt du noch, da haben wir es gemacht. So, und jetzt hast du die Klimaanlagensteuerung, hast du wie betätigt? Ich habe jetzt nur die Klimaanlage eingeschaltet. Ich habe jetzt hier meine Fernbedienung und kann jetzt hier eben, ich sag mal, die Temperatur wählen. Die steht jetzt auf 17 Grad. 17 Grad ist sicherlich zu kalt. Ist das Funk oder Infrarot? Das ist Infrarot. Wo ist der Empfänger eigentlich? Der sitzt hier vorne. Ja. Da sitzt der Empfänger, der schwarze. Und ich kann jetzt die Lüftergeschwindigkeit bestimmen und wenn ich jetzt auf Send drücke, dann überträgt er das auf die Klimaanlage. Hat sofort funktioniert. Ausströmer im ganzen Auto. Der Alkoven natürlich ein Raumwunder. Du bist gut und gerne 1,90 Meter. Was ist deine Größe? 1,84. 1,84. Und wenn du mal gerade, ich weiß, wie bei kleinen Kindern, die Hände mal ausstreckst. Ich komme gerade an die Decke. Das ist toll, oder? Fürs Raumgefühl? Ich finde es schön. Schau dir das an. Du hast hier ein unheimliches Raumgefühl. Der Zugang zum Alkoven wird super angenehm dadurch. Ja? Und guck dir das hier oben an, diesen Alkoven. Ich finde, du nimmst das gar nicht so wahr als Alkoven, auch durch die Schränke vorne. Das sieht einfach unheimlich gemütlich aus. Du kannst es hochdrücken eigentlich zum Einstieg? Du kannst den jetzt noch hochdrücken, um dann zu sagen, ich habe den Durchgang hier zum Fahrerhaus, ja, mehr Kopffreiheit und etwas großzügiger. Ja, das habe ich auch gesehen bei meinem kleinen Einstiegswohnmobil, dem Alkoven. Das geht schon, aber der, ich sag mal, Vorteil ist hier, dass du dich komplett entkoppeln kannst. Wir können das ja mal zeigen. So ein Alkoven fühlt sich ganz anders an, wenn du den mal oben zumachst. Genau, du wirst jetzt... Mach mal zu. Wir gehen gleich noch ins Cockpit rein, keine Angst. Also das werden wir machen. Aber wenn man den zumacht und schließt die Tür vorne, dann ist auf einmal das Wohnmobil-Feeling gegen ein Eigentumswohnungs-Apartment, egal wo ich stehe, ob ich jetzt Nenzing, Alpencamping bin oder auf dem Stellplatz Limburg an der Lahn. Es gibt mittlerweile es gibt Stellplätze auf Bauernhöfen. Da gibt es also ein ganz neuer Dienst. Über 1000 Stellplätze. Für kleines Geld bist du oft alleine. Ja, absolut. Und das sind eben schöne Gegenden in der Natur meistens, wo du sehr oft auch Naturprodukte vom Bauern, von der Landwirtschaft angeboten werden. Und da kannst du mit solchen Fahrzeugen wunderschön stehen. Und du hast eben hier bei diesem Alkoven, wie du es vorhin richtig gesagt hast, eben jetzt die Kältebrücke, das Fahrerhaus vorne abgetrennt. Und diese Wand ist eben isoliert. Und das ist noch ein bisschen schöner als beim integrierten. Beim integrierten Fahrzeug hast du zwar die Seitenwände und den Boden und das Dach isoliert, aber die Frontscheibe nicht. Und dadurch hast du auch beim integrierten Fahrzeug vorne eine Kälte-, eine Wärmebrücke. Das hast du hier komplett abgetrennt. Lieber Heiko, das Auto ist ein absoluter Hammer. Also ich muss ja mal sagen, wo geht's denn los bei dem Fahrzeug? Wenn ich jetzt sage, ich brauche keinen 4x4, ich brauche keine Pkw-Garage, ich will einen Alkoven haben, kriegt man schon was für 800? Naja, das geht schon. Das kommt natürlich auf die Größe des Fahrzeugs an. Ich meine, man kann so ein Auto auch in 10 Meter bauen, dann ist der Grundpreis schon mal niedriger. Und dann kommt es eben auf die Sonderausstattung des Kunden an. Was will ich haben? Wir haben vorhin die Waschmaschine gesehen, er hat jetzt auch eine Spülmaschine. Muss ich das alles wirklich haben oder sage ich, brauche ich das alles nicht? Und so addiert sich natürlich schnell irgendwann mal ein Preis. Darf ich mal kurz zeigen, was das für eine ist? Eine Exquisit von AEG? Von Exquisit, ja. Okay. Die ist eigentlich ganz anders aufgebaut wie die normalen, die man kennt. Das ist echte es ist eine Haushaltsspülmaschine für ein kleines Apartment, oder? Das ist eine kleine Spülmaschine für 2 Personen, genau. Und haushaltsüblich
funktionieren toll und sind von der Funktion her auch, von der Bedienung her auch ganz schön, finde ich. So, wir zeigen mal gerade ein paar Details. Also ihr habt euch viele Gedanken gemacht über das Thema Langlebigkeit, ohne altbacken zu wirken. Das ist ja oft so ein so ein Gradmesser. Interessant, das ist wahrscheinlich die Checkliste, oder? Guck mal, hier siehst du jetzt die Checkliste. Hier ist der angefangen worden zu checken und hier siehst du jetzt eben, was abgehakt wurde. Da werden dann Daten aufgezeichnet von den Geräten. Das wird dann übertragen in die Akte, dass wir das vorliegen haben. Und die ist eben noch nicht durchgecheckt. Hier fehlen noch einige Haken und somit ist das die Checkliste im Bereich Technik. Es gibt, das ist Check 4, es gibt verschiedene Checklisten für die einzelnen Gewerke. Zum Beispiel hat die Lackiererei hat eine eigene Checkliste, die Tischlerei hat eine eigene Checkliste, die Technik hat eine eigene Checkliste und so geht man das Fahrzeug Stück für Stück durch. Und dann sollte am Ende auch, Sven, die Klappe auf einer Höhe eingestellt sein, wenn die Klappenbauer auch durch. Ich wollte ja nur irgendwas finden. Wichtig ist, liebe Eigner, das Beste, was ihr machen könnt, ist zumindest vielleicht, da darfst du nicht gerne korrigieren, kommt vorbei, nehmt euch mehrere Tage Zeit, fahrt das Auto hier in der Gegend ruhig mal 100, 200 Kilometer rundherum, probiert es aus, weil kleinste Mängel, die kann man so auf einmal beheben und dann ist man, ich sag mal, der Schrank ist nicht 1000%ig eingestellt, da klappert vielleicht noch ein bisschen was, das sind alles so Kleinigkeiten. Klappert überhaupt was bei euch? Also da muss ich dich jetzt wirklich korrigieren, weil ich sag mal, die 100 Kilometer, die haben wir schon gefahren und somit sollten wir im Vorfeld schon diese Kleinigkeiten abgestellt haben, ohne dass der Kunde das noch machen muss, wenn er sein Fahrzeug übernimmt. Ich finde, das ist immer ganz schön, wenn er ein Fahrzeug bekommt, wo er sofort sagt, alles klar, das klappt. Aber diesen Monolog habe ich bekommen beim anderen Händler, der gesagt hat, na, bleib mal da, es kann immer was passieren, es klappert immer was. Ich bin ja mit einigen Vario-Eignern unterwegs, die immer, egal wie alt der Vario ist, ja, die Leute haben immer das Gefühl, da kommt was ganz Besonderes, was von der Qualität her so erhaben ist. Also ich habe es erst wieder gemerkt, auf dem Morelo-Treffen stand ein Vario, ich will jetzt nicht nennen, von wem er war, und alle Leute haben gesagt, da vorne steht ein Vario, ja, weil die haben so eine gewisse Ehrfurcht, egal wie alt der war. Also das ist, oder? Naja, also ich kann jetzt nicht garantieren, dass so ein Fahrzeug 10 Jahre lang funktioniert, ohne dass mal irgendwas ist. Das wird nicht so sein, aber wenn das Fahrzeug übergeben wird, wollen wir das natürlich schon so haben, dass wir sagen, alles klar, das Fahrzeug kann an den Kunden übergeben werden und wir haben alles getan, wir haben es gecheckt, so gut wir konnten und das Fahrzeug ist im Moment absolut in Ordnung und wenn dann mal nach 1-2 Jahren was ist, ja, das kann passieren, dann muss das abgestellt werden. So, bitte mal beschreiben, das ist ein toller Kontrast, der könnte auch so in einem Möbelhaus von Rolf Benz sein. Denn ihr habt euch für eine Farbe entschieden, die phänomenal ist. Auch der Stoff fühlt sich an. Beschreibt doch mal, wie sich das anfühlt. Das Samt, oder? Das ist halt Samt und das fühlt sich unheimlich geschmeidig an. Das fühlt sich toll an und man sitzt auch schön drauf. Das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber ich persönlich mag es wohl. Und ich sag mal, damit kann man auch die Individualität der Fahrzeuge unterstreichen, denn letztendlich hat der Kunde sich das ja so ausgesucht und wollte genau diese Farbzusammenstellung haben. Ich finde es eigentlich ganz gelungen. Ist auch schnell geändert, das sind Farbakzente, die Basisfarbe hell, aber in Echtholz. Auch hier, ich sag mal, die Schreiner haben hier ganze Arbeit geleistet. Natürlich durchgehend hier das Furnier, was da ist. Wenn du das jetzt siehst, das Ganze, wir haben es ja gefilmt, es gibt ein Video von diesem Fahrzeug hier im Rohbau und da muss ich sagen, ich erkenne es gar nicht mehr wieder, wenn es mal so fertig ist. Erfreut das dein Herz eigentlich, das Auto? Ja klar, also jedes Fahrzeug erfreut mein Herz, weil ich sag mal, das macht doch einfach Spaß, dieses Fahrzeug hier so zu sehen. Aber du siehst schon, dass ich noch ein bisschen suchen muss, dass ich die Hebelchen nicht sofort finde, weil ich bediene das auch nicht jeden Tag. Stark. Ihr habt was ganz Besonderes geschaffen. Ihr habt hier einen Arbeitsplatz geschaffen, also genau, eine Basitzgruppe, die sich komplett wegdrehen lässt. Das geht normalerweise nicht. Das ist ja ein bisschen auffällig hier. Du hast hier einen Einzelsitz mit einem einzelnen Tisch. Man hätte sicherlich hier auch 2 Sitze hinmachen können mit einem schmaleren Tisch. Nein, der Kunde wollte es aber so. Der wollte hier ordentlich an seinem vernünftigen Sitz sitzen und sauber arbeiten können. Und dazu hat er diesen doch recht großen Tisch gewählt.
den ich wegklappen kann. Das haben wir vorhin gesehen. Aber hier kann ich ja super arbeiten jetzt. Und ich finde, dieses Raumgefühl ist auch irgendwie schön. Und ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Man kann dich jetzt nicht hören, lieber Heiko, aber das Raumgefühl ist wie in einem großen Apartment. Du bist wirklich hier unglaublich spacey. Also das macht aber der Alkoven. Also normalerweise wäre ja die Höhe, die die meisten haben, ist ja hier die Beschränkung. Aber wenn du jetzt mal nach vorne gehst, hast du eben diese tolle Raumhöhe, die mit drin ist. Und das ist natürlich, wenn du länger unterwegs bist, du kannst dich hier drinnen aufhalten. Genau, das macht es halt schön. Dieses Raumgefühl ergibt sich durch die Breite, durch den ausgefahrenen Slide-Out und eben durch diese Höhe. Und ich finde, das drückt einfach nicht. Das Auto ist schön hell, geräumig und es macht einfach Spaß. Wie gesagt, hier hat der Kunde seinen Arbeitsplatz, einen stabilen Tisch, wo ich sagen kann, alles klar, hier kann ich dran arbeiten. Der fährt seinen Sitz hier vor. Elektrisch und kann jetzt seinen Laptop oder was auch immer, kann er hier zum Arbeiten nehmen und hat hier einfach Platz. Das kann man auch mal so stehen lassen und sagen, ich mache jetzt mal eine Pause, gehe zum Essen an den Tisch oder sonst irgendwas. Und ich finde das ganz angenehm. Das in einem Allradfahrzeug mit einer Ausstattung, ein 4-Personen-Fahrzeug. Der Vorteil ist hier natürlich, du kannst echte 4 Personen mitnehmen. Anzahl der eingetragenen Sitzplätze sind 3 dann hier in dem Auto? 4. Ja. Okay, das heißt, ich kann hier reingehen. Hier ist auch nicht zum Zubauen. Normalerweise wird ja hier zugebaut, das braucht man hier nicht. Das ist auch nicht vorgesehen. Du hast eine große Rundsitzgruppe, Ecksitzgruppe hier drin. Der Tisch, der lässt sich auch verschieben? Der lässt sich verschieben in alle Richtungen. Der muss natürlich hier dann gelöst werden und kann dann eben in die Richtung verschoben werden, wo du ihn hinhaben willst. Wenn du den habt ihr selbst gebaut, den Tisch? Den haben wir selbst gebaut und den kann ich jetzt verschieben, je nachdem, wo ich den hinhaben will. Ich kann eben auch von diesem Sitz aus, kann ich hier ran und den mir hier ranziehen, je nachdem, wie ich. Okay, das heißt, ich könnte links zum Beispiel ein Notebook machen, rechts könnte ich einen Monitor machen. Das würde gehen, wenn ich jetzt was arbeiten möchte. Ja, wichtiges Thema ist die Ausnutzung wirklich von Raum. Hier drunter ist eine Schublade, oder? Genau, da sind dann immer Schubladen untergebracht als Staufächer. Dort eben auch. Das kannst du ja nie genug von haben. Ist das Feinsteinzeug echt? Selbstverständlich. Das ist 1 Zentimeter dick, absolut echt und eben mit einer speziellen Fuge versehen, sodass das im Wohnmobil funktioniert. Okay, hier vorne ist der Aufstieg, das heißt, du gehst dann hier vorne drauf. Da vorne hast du dann noch eine Stufe. Da oben hast du die Haltegriffe, wo du dann sagen kannst, hier kletter ich hoch. Ne? Gut, verstanden. Dann sieht man sehr schön, wir haben es eben kurz erwähnt, da ist ja die Folie drauf. Du kannst komplett außen durchgucken. Die Sonne wird aber effektiv nochmal geblockt, oder? Außen, durch die Folie. Auch das finde ich eben das Schöne, dass trotzdem irgendwie ein Lichteinfall ist. Außerdem kannst du natürlich so ein Fenster öffnen, um mal zu lüften. Und von außen fällt es eben nicht so wahnsinnig auf. Das finde ich einfach ganz nett. So, Küche. Ganz reduziert. Man kauft ja hier praktisch eine Luxuswohnung auf kleinstem Raum, so wie in Japan ein Apartment, wobei das hier größer ist als die meisten japanischen in Tokio, nehme ich an. Wahrscheinlich, ja. Das ist so, bei der Küche habt ihr im Design entschieden, das könnte auch so eine absolut tolle Designküche sein, aus einem tollen Küchenhaus, oder? Ja, ist halt minimalistisch. Ich finde, zusammen mit diesen schwarzen Pushlock-Verriegelungen wirkt es einfach toll und wenig aufdringlich. Und das ist eigentlich so unser Stil, dieses, wir nennen das schlichte Eleganz. Und ich finde, das kannst du hier im ganzen Fahrzeug irgendwo wiederfinden. Aber nicht alt. Viele, ich sag mal, die verwechseln da schlichte Eleganz mit, mit überhaupt keine Änderungen. Das heißt, man baut es einfach so weiter, wie man es 1972 gebaut hat und sagt, hey, das ist eben Vario. Nee, das wird angepasst, aber dezent. Ich sag mal, das hat sich im Laufe der letzten Jahre auch so ein bisschen geändert bei uns. Dass wir schon noch in die moderne Richtung gehen. Du weißt, was ich meine. Damals, wie die Leute auch gesagt haben, das ist so ein bisschen altbacken Vario, das kannst du vergessen. Also das ist. Das stimmt, das ist auch genauso, wie du sagst. Aber ich finde schon, dass sich das geändert hat und
das finde nicht nur ich, sondern das finden auch Kunden, Interessenten, die sich so ein Fahrzeug anschauen und sagen, Mensch, das haben wir gar nicht erwartet. Das war ja früher, ja klar war das früher irgendwie anders. Früher hat man mehr mit Messingsachen gearbeitet und vielleicht nochmal mit zweifarbigem Holz und Massivholzkanten und sowas alles. Das muss man natürlich im Laufe der Jahre anpassen und sagen, Mensch, wir müssen darauf aufpassen, dass wir diese moderne Richtung einschlagen und trotzdem nicht zu modern werden, dass man irgendwie nach ein paar Jahren sagt, oh, das kann ich mir nicht mehr anschauen. Und ich finde, das ist hier auch bei diesem Fahrzeug gelungen. Ja. Ihr habt zurzeit Auslastungsprobleme, das heißt, also ihr habt zu wenig Kunden, die Lieferzeiten 3 Wochen mittlerweile. Ja. Wie gehst du damit um? Nee, es ist ja so, wenn ich heute ein Vario haben will, wo sind wir jetzt? 2025? Ja, also Ende 2024 kann man im Moment noch liefern, aber wir sind da schon recht gut ausgelastet. Ihr wollt auch die Produktion nicht hochschießen bis zum geht nicht mehr, oder? Du kannst die Produktion nicht hochschießen, weil du diese Art der Fahrzeuge in dieser Individualität, in dieser Qualität nicht in einer höheren Stückzahl fertigen kannst. Das ist unmöglich. Und, aber du könntest auch eine zweite Fabrik nebenan bauen, einen zweiten Hülsmann holen, zweites komplettes Team, ein zweites, dann könntest du doppelt so viele Autos bauen, ja, wenn du Fahrgestell bekämst. Du brauchst halt Fachleute, die so ein Fahrzeug zusammenbauen können. Wir haben ja nicht eine klassische Fertigung wie die Serienhersteller, die so ein Fahrzeug zusammenbauen, indem sie Wände aufstellen, Möbel reinstellen. Wir fertigen alles selber, wir sind eine Manufaktur. Das heißt, du brauchst extreme Fachleute, die dieses Fahrzeug wirklich fertigen können. Und wir fertigen die Möbel selber, wir machen den Rahmen selber. Du hast mal so Produktionsvideos gedreht, da konnte man das ganz gut sehen. Und da sieht man schon den Unterschied von der Fertigung her. Allein die Frontmaske ist ein Kunstwerk, muss man sagen, oder? Ja genau, bei diesem, jetzt ist es ja original Mercedes Front, aber bei den integrierten ist es unser eigenes Design und das wird alles selber irgendwie dargestellt, gefertigt und das musst du mit Fachleuten machen und die Fachleute musst du erstmal kriegen. Mein Liebherr. Genau. Die bauen ja mittlerweile auch Inverterkühlschränke, was sehr, sehr praktisch ist für die Stromaufnahme. Ja. Aber auch, ja gut, ich meine, die laufen durch. Das ist dann nicht so, dass die dauernd an- und ausgehen. Oben ist der Dampfgarer drin. Ist das so der Inbegriff von, guck mal hier, ich habe einen Dampfgarer? Oder viele Leute dünsten ja gerne. So, und das ist zum Beispiel Fischzubereitung oder Gemüse im Dampfgarer. Ist das überhaupt ein Dampfgarer? Halt, das ist ein Dampfgarer, genau. Und nee. Hat der gerade ein Geräusch gemacht? Ja, der hat jetzt gerade ein Geräusch gemacht. Bei Miele. Geht der elektrisch auf? Ja. Mhm. Ja, auch Kundenwunsch. Der Kunde sagt halt, ich mache zu Hause alles im Dampfgarer und so möchte ich auch natürlich dann unterwegs im Dampfgarer was machen. Naja, und warum nicht? Warum nicht? So, Bussysteme. Auch da hat es ein bisschen länger gedauert. Mittlerweile, im 3. Jahr habt ihr es jetzt schon im Einsatz. Sehr zuverlässig? Sehr zuverlässig, so wie wir es verbauen, genau. Ja, auch das ist ja immer wieder anzupassen. Und, aber wir haben ja zuletzt das Auto gedreht von dem Ingenieur oder dem Programmierer, der da alles selbst programmiert hat. Der Kunde ist nicht so, oder? Nein, dieser Kunde ist nicht so, der möchte ein fertiges Fahrzeug haben und möchte da nicht selber irgendwas machen. Und das bekommt er hiermit auch. So, jetzt gehen wir mal aufs Bad. Hier ist eine Besonderheit, ihr habt ein Mittenbad. Bei dem Mittenbad ist der Schlafbereich komplett getrennt. Du willst was sagen, Heiko? Ja, du hast halt hier diese Tür mit Zweifachfunktion, wo du ihr einmal zum Wohnraum hinschließen kannst. Mhm. Ja, und jetzt guck dir einfach diese schöne Maserung an. Das ist doch ein Traum, diese Nussbaummaserung, wie die hier verläuft. Ich finde es einfach super schick. Ist das pflegeleicht? Das ist ja nur gebleicht. Also ich sag mal, die Hochglanzoptik, das ist anschließend lackiert mehrfach. Nehme ich an. Das ist ja eben keine Hochglanzoptik, sondern das ist ja... Nein, die Hochglanzoptik, die du also jetzt normal hast. Ja. Das ist ja so, es gab eine Zeit lang, da musste es Hochglanz sein und jetzt ist es wieder matt. Ist das so der Geschmack? Das ist eben das Schicke, wie ich finde. Du siehst ja an dieser Oberfläche nicht, dass sie lackiert ist. Obwohl sie lackiert ist und voll geschützt ist, ist sie super matt und hat eine tolle Haptik, finde ich. Und es wirkt wie roh fast. Ja, genau, es wirkt fast wie roh und ich finde, das macht's einfach super interessant. Jeder Schreiner kriegt hier Gefühle, muss man sagen. Ihr habt Schreiner als Kunden?
Auch, ja, na klar. Und das ist eben das Interessante, dass du einmal Kunden hast, die sich in der Lacktechnik auskennen, die nächsten kennen sich im Elektronikbereich aus, die nächsten sind im Möbelbau unterwegs und somit musst du natürlich für jeden Kunden was Extremes darstellen und die Kunden dann eben auch zufriedenstellen. Der Locus, komm ruhig mal rein, Heiko, ich brauche dich und setz dich mal auf Toilette, weil das ist oft ein Problem, was viele haben. Gerade Männer neigen ja dazu, ganze Bände von lustigen Taschenbüchern zu lesen auf dem Klo oder anderen Sachen, hauptsächlich Handy. Hier hast du Platz für die Beine, pur. Hier hast du Platz, hier hast du nochmal einen schönen tiefen Schrank, wo du nochmal Sachen stauen kannst. Das ist jetzt zum Beispiel der Bereich, wo vielleicht der Kunde mal dran müsste, wenn eine Sicherung fliegt, ein FI fliegt, was vielleicht einmal in 5 Jahren passiert. Ansonsten hat der Kunde keine Notwendigkeit, an die Elektrik zu gehen. Hinten ist noch ein Schrank, kleiner. Da ist nochmal ein Schrank, einen kleinen Schrank, um Mach mal beide auf, bitte. ein Haarspray zu stellen oder so etwas. Das ist ja wichtig, gerade für Dinge wie zum Beispiel eine Munddusche, die hochkant steht. Da habt ihr viel Platz. Das ist jetzt fix, kann der Kunde die Maße, kann er genau sagen, wie er was hätte, gell? Na klar, wenn er sagt, ich habe ein Haarspray, was einen anderen Durchmesser hat, dann wird der Schrank tiefer gebaut. Ja, das passen wir alles dementsprechend an. Warmes Wasser im ganzen Auto, die Wärme kommt von den Seiten und kommt vom Boden und wird nicht irgendwie durchgeblasen. Bei der Kälte ist anders. Das heißt, die Kälte, die kommt über einen zentralen Luftverteiler, der ist hier oben drauf. Das, wie man das kennt. Das heißt, die kalte Luft muss natürlich von oben kommen und nicht von unten. Richtig, das ist jetzt ein Nebenausströmer von der Klimaanlage vom hinteren Bereich, vom Schlafbereich. Die haben wir jetzt übrigens nicht an, der Verdampfer ist aus. Mach mal an. Ich merke schon, meine Kamera, die rebelliert. In der Weil zeige ich euch mal eines der schönsten Duschbäder, die ich je gesehen habe. Denn du merkst direkt, dass die Klimaanlage aus ist. Du hast einen extra Verdampfer hier drin und auch die Betonoptik hier, dieser Heizkörper hier. Heiko. Ach, und es werde kühl. Heiko, guck mal hier, der Heizkörper. Ist das nicht ein Traumding? Ja, ich hoffe, dass das auch im Bild so rüberkommt. Wenn du dieses Ganze so erfasst, die Dusche mit der Betonoptik im Hintergrund, dieser schwarze Heizkörper dazu, hier oben nochmal so eine Garderobenleiste, wo du nochmal... Die auch hoch sind für Bademäntel. Für Bademäntel, für irgendwas zum Aufhängen, auch mal nasse Jacken, ja, wenn ich reinkomme ins Wohnmobil. Ich finde, das wirkt einfach super schön und es ist auch geräumig, du hast hier Platz. Warte, ich zeig das mal gerade. Ich gehe mal in die Ecke. Setz mich mal gerade hier hin. Du kommst jetzt da gerade, du hast gut geschlafen. Hast du so einen ähnlichen Grundriss auch privat, den du schon mal fährst? Ist das so? Zu Hause sieht es bei mir ein bisschen anders aus, aber... Nein, ja. Wenn du mal fährst, du hast selbst ja einen Zweier-Führerschein, fährst auch mal ein Wohnmobil, du musst sie ja testen. Das ist ein Riesending. Ich bin mit verschiedenen Fahrzeugen unterwegs, ob es so ein Fahrzeug ist, ob es ein 8 Meter Fahrzeug ist. Ich war jetzt am Wochenende mit einem 12 Meter noch in Limburg an der Lahn gewesen, auf dem Camping-Resort Limburg, wunderschön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht die Größe nichts aus. Ich fahre gerne große Wohnmobile und je größer, desto besser. So, hier oben Echtglas, das Ganze. Kommt das aus dem Schiffsbau, das hier? Die Dachluke? Genau, das ist eine KCT-Dachhaube, eben mit Echtglas, voll verglast. Wenn du mal gerade so lieb ist, mach mal auf, dass wir mal sehen, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Die kannst du stufenlos einstellen, oder? Du musst hier jetzt die Riegel öffnen. Die gibt es eben auch in groß, diese Haube. Das ist jetzt eine kleine Haube und kannst dich dann hier dementsprechend öffnen. Aber lass mal auf, Heiko. Wir können so viel. Dann die Dusche. Das ist, wo hast du denn das hier gefunden? Das ist eine Gessi-Armatur aus Italien. Das sieht aus wie ein Radio. Ja, genau, so ein bisschen wie so ein Verstärker. Ne? Hat, finde ich, eine ganz schöne Optik. Hat der Kunde in einem anderen Fahrzeug gesehen von uns und wollte es direkt so haben. Kann der Kunde kriegen. Dann habt ihr hier oben in so einem Art, ja, das ist so unglaublich toll. Also wie das ausgeführt ist, so eine Mischung aus Rostoptik und Kupfer und das ist wie zu Hause.
Thema Werterhalt. Ich weiß, ich spreche es ungern an, weil die Kunden kaufen das ja für die Ewigkeit, aber es kann ja immer mal was dazwischen kommen. Das ist ein Auto, da brauchst du ja keine Sorgen zu machen. Wenn der nach 3 Jahren weg muss, ich sag mal, das ist eine Sache von 5 Minuten. Man muss sich nur anrufen, oder? Da stehen genug auf der Warteliste? Also gebrauchte Fahrzeuge sind sehr gesucht und da gibt es sehr, sehr viele, die so etwas gerne haben möchten. Also das ist gar kein Problem. Sicherung hier, wie geht das? Ist es ein Element, legst du oben drauf? Hier gibt es eine Sicherung dazu, das ist ein Element, was oben drauf kommt, genau, um dann das während der Fahrt zu sichern. Ne? Ich habe es ja kurz unterbrochen. Also ich will noch mal sagen, also ihr seid in einem der gefragtesten Reisemobile der Welt. Denn ihr kriegt Anfragen aus Amerika, die ihr leider immer ablehnen müsst. Es ist halt schade, weil da ganz andere Bedingungen dazu sind. Die bauen ja auch gute Autos, muss man sagen. Aber das ist hier, wenn die sehen, wie die gebaut werden und so, in Handarbeit. Da gibt es, ich glaube, auch Fertiger, die bauen so 12 Meter Autos ich glaube 6 am Tag oder sowas. Ja. Naja, die Amerikaner haben eine andere Philosophie, eine andere Mentalität. Die meisten, so muss ich sagen, die meisten amerikanischen Wohnmobile sind nicht so wahnsinnig hochwertig gebaut. Und das ist eben auch die Mentalität der Amerikaner. Das siehst du bei den Häusern ja teilweise, dass es auch viel Pappmaché ist. Holzständer. Ja. Genau, und so ist es bei den Wohnmobilen auch. Und deswegen haben die sehr, sehr oft gar kein Verständnis oder gar keinen Bedarf an diesen Wohnmobilen, die so einen Qualitätsstandard haben. Mach mal auf bitte, hier so ein Schrank, denn das ist das, was viele natürlich lieben, so einen richtigen Badezimmerschrank. Wer sich auskennt, allein wenn man sowas zu Hause kauft in Handwerkerqualität, reden wir mal über so einen Schrank über 5.000 €, der gefertigt wird. Ich weiß es im Moment aus erster Quelle, weil ich habe mir aus Italien jetzt mal von der Stange gekauft, da bist du schon 2.000 € los und das hier ist ja Holz. Ich zeige es nochmal gerade an der Seite, da habt ihr wahrscheinlich, ist das ein Baum gewesen, oder? Naja, wir versuchen schon irgendwie das Furnierbild abzustimmen und das anzupassen an die Optik. Und in den meisten Fällen gelingt es auch. Ich meine, so ein Baum ist nicht unendlich, aber dann spiegeln wir das Furnier, dass man das gegeneinander kippt halt. Und ja, so entstehen einfach wunderschöne Bilder, finde ich. Und riechst du das auch irgendwie? Nimmst du das wahr, das Klima hier in dem Fahrzeug? Also jetzt nicht die Temperatur, sondern das Geruchsklima. Ich find's angenehm. Das stinkt nicht. Also das ist ja oft so, du hast ganz oft, wenn du reinkommst, so Chemieduft, die Kleber dünsten aus und so. Ihr klebt gar nicht? Natürlich kleben wir, aber hier dominiert einfach dieser Natur. Möbelbau. Als ob du reinkommst in ein neues Apartment, ein neues Hotel, kann man sagen, oder? Ja, das ist so also wenn ich jetzt in ein neues Hotel reingehe, ganz frisch, mach mal auf, ihr seid oft in Hotels unterwegs, habe ich das Gefühl. Guckt euch mal an. Machst du viele Fotos, wenn du unterwegs bist, aus Hotels? Naja, ich bin auch schon mal in Hotels unterwegs, aber wir haben natürlich auch eine eigene Idee, einen eigenen Geschmack, wie wir sagen, wie es aussehen soll. Weil du kannst von Hotels oder von Gebäuden kannst du natürlich etwas abschauen, aber du hast natürlich immer noch hier ein Wohnmobil, wo jetzt hier auch der PKW drunter steht. Das heißt, du musst jetzt hier irgendwie schauen, wie verpacke ich den PKW. Ne? Hier hast du jetzt zum Beispiel sauber machen. Die Überlegung, wie komme ich denn irgendwann mal an den Abfluss dran. Ja? Aber ich möchte ihn nicht sehen, also gibt es hier eine Leiste, die ich abnehmen kann und die ich dann wieder ranklicken kann und dann bin ich fertig. Ja? Und sieht einfach toll aus hier mit der Beleuchtung. So, jetzt bräuchte ich nur noch die Haushälterin oder den Haushälter, der mir das dann auch noch sauber macht. Ja. Wenn du mal gerade aufmachst, unten ist da auch ein Schrank? Das sind Blenden, weil da die PKW-Garage ist. Ach, deswegen wolltest du das eben nicht öffnen. Ja. Ich habe zweimal drauf. Konnte nicht, weil hier vorne steht ja schon die Schnauze vom Fiat Panda. Okay. Ja, hier drüber haben wir gesehen, ist die Schublade. Das geht durch Schubladen, aber hier drunter bis hier vorne, bis hier in dem Bereich, deswegen ist auch der Schrank hier in diesem Bereich nicht bis unten, sondern da ist die PKW-Garage. So, jetzt gehen wir mal ins Wichtigste von allem. Auch hier kannst du schließen mit der richtigen Tür. Du hast überall natürlich Schränke, dass du viele Kleidungsstücke aufhängen kannst. Zuladung hier, was haben wir hier, 2 Tonnen? Das Fahrzeug wiegt, ich habe es gestern noch angeschaut, weil ich mir die Papiere übernommen habe, 15.100 Kilo. Dann kommt der Panda dazu, das waren glaube ich 980 Kilo.
Also hast du roundabout 16 Tonnen, also hast du noch 2000 Kilo nach dem Fiat Panda als Zuladung. Gut, 2 Tonnen. Das heißt, du kannst einiges mitnehmen. Das Interessante hierbei ist natürlich auch das Fahrgestell. Du hast einen Mercedes-Benz Actros. Ist das europaweit gewährleistet schon, ne? Service? Ja. Mercedes ist ja weltweit, europaweit unterwegs. Und, Ich hab den linken Kleiderschrank gerade nicht mitbekommen. Wenn du gerade nochmal öffnest, bitte. Da ist er. Also da ist ein Dyson drin. Da hast du unten den Tresor. Hier eben was zum Hängen. Auch das spricht man mit dem Kunden ab, wie will er es haben. Ja, auch eine Beheizung dort hinten nochmal. Und das ist eben jetzt dieses Fach, was du nicht für Fahrräder aufwendest, sondern eben der kompletten Breite nach hier als Kleiderschrank nehmen kannst. Das heißt, da wären jetzt die Fahrräder eigentlich dahinter. Und mehr, muss man sagen. Die Fahrräder dahinter. Und, habt ihr das auch mit so einer zum Hochfahren? Mit den Fahrrädern? Also nein, weil wir das nicht haben wollen, weil wir es unglücklich von der Bedienung her finden. Und weil wir es eben schaffen, neben dem Pkw die Fahrräder zu platzieren. Also haben wir gar nicht die Anforderung, das hier hinten zu haben. Was ist denn da für ein Fach unter dem Bild? Da hast du nochmal ein kleines Ablagefach. Du hast hier Plätze für induktives Laden. Steckdosen, nochmal die Beleuchtung, die du ein- und ausschalten kannst. Du kannst das ganze Fahrzeug damit steuern mit dem Bus, oder? Du kannst sagen, von hier hinten alles aus? Genau. Du hast hier einen zentralen Schalter, wo du einmal alles ausmachen könntest, wenn du es vergessen hast. Heiko, bleib mal gerade da stehen. Ich versuche mal gerade den ganzen Eindruck hier hinzukriegen, dass wir das nochmal zeigen. Denn auch bitte nicht wundern, wir sind schon wieder bei 1:20, aber wir reden hier über eine Schlossbegehung eines quasi Einfamilienhauses, eines 1, 2, naja, hinten würde ich mal sagen 3 Zimmer, Küche, Bad plus Keller. Das ist richtig. Mit allem drum und dran. Auf dem stehen wir jetzt. Hier drunter ist ja der PKW, Sven. Ja, hier unter diesem Bett findest du den Panda, den Fiat Panda. Hier, wo wir jetzt stehen, ist der Laufbereich neben dem Bett. Hat man in der Garage auch gesehen, da ist ein kleiner Absatz im Heckstaufach, wo die Fahrräder dann drunter stehen. Also alles perfektioniert. Das Geniale an euren Autos ist, ich habe wieder mal mit einem Eigner gesprochen, es klappert nichts. Das ist euer Anspruch, ist, wenn da was klappert, dann ist es das, was der Eigentümer eingebracht hat, in den Schränken vielleicht, wenn überhaupt. Aber die Autos sollen nicht klappern. Das ist der Anspruch. Das ist nach Möglichkeit so. Manchmal kannst du es nicht ganz verhindern, wenn du über eine Bahnschiene fährst, wo es dann so extrem rumpelt, dass sich da mal ein bisschen was bewegt. Aber in der Regel ist es so, dass die Fahrzeuge nicht klappern. Und woher kommt das? Das kommt halt durch diese massive Bauweise. Und denn Masse schafft Solidität und dadurch hast du eben auch ein möglichst leises Fahrzeug. Ja? Und hier im vorderen Bereich oder vor dem Bett hast du dann eben nochmal hier den weiteren Kleiderschrank, wo du auch nochmal eben Sachen hängen kannst. Hier unten kannst du nochmal Schuhe platzieren. Und darüber ist jetzt der Verdampfer für den Schlafbereich. Der ist auch getrennt, damit du vorne nicht, kühlen musst, sondern nur den Bereich kühlen sollst, der auch gerade benutzt wird. Das macht Sinn, denn das spart Energie. Du hast ja alles sehr schnell wieder abgekühlt, weil die Räume so klein sind. Hast du eine unglaublich tolle Ausnutzung von Energie. Du verschwendest nicht, zwei Personen, 400 Quadratmeter muss geheizt werden. Hier reden wir bei wie viel Quadratmeter? Was hat der hier? 20, 25? Ich habe es nicht gerechnet, müssten so 25 Quadratmeter sein insgesamt, genau. Naja, und du siehst halt auch hier nicht unbedingt große Dachhauben. Die riesigen Dachhauben heißt immer, du kriegst eine unheimliche Wärmeeinstrahlung übers Dach rein. Das wollen wir nicht. Ja, manche Kunden wollen trotzdem ein großes Dachfenster haben. Nach Möglichkeit versuche ich den Kunden das auszureden, weil du dann eben diese Wärmeeinstrahlung hast und das hast du über diese kleinen Dachhauben eben nicht so. Gut, die Fenster, wenn du denn reinkommen solltest, sind auch so klein, da kommst du gar nicht rein. Das ist nochmal ein Sicherheitskriterium. Aber du kommst durch diese KCT-Fenster nicht rein. Sind die wirklich so gut, wie ihr ruft, die KCT? Ja, die sind schon sehr gut. Die sind halt unheimlich massiv, du hast eine tolle Verdunklung, das ist alles schon sehr, sehr wertig gemacht.
Und, das heißt, ihr könntet das Fenster so selbst nicht so hochwertig bauen. Das heißt, die bauen ja nur Fenster. Das sind die absoluten Fensterprofis. ja gut, Hartglasfenster. Irgendwann musst du schon mal gucken, dass Schuster bleibt bei deinen Leisten, sage ich immer. Wir wollen jetzt nicht anfangen und Fenster, Kühlschränke, Reifen selber bauen. Da gibt es halt Profis, die das machen und sowas kaufen wir natürlich dann zu. Ja, also schaut mal nach. KCT Hartglas Fenster, glaube ich, heißen sie. Ist ein Traum. Kriegt ihr genug? Ja. Da kommt man dran. Jetzt kommt man dran. So, wir gehen raus. Auch hier die Toilette, eine Festhangtoilette. Auch hier keine Experimente. Die sitzt direkt über dem Tank. Das heißt, du brauchst keinen Sacker. Genau, habe ich schon sehr, sehr oft erklärt, haben wir Sag schon mal sehr bitte. oft gezeigt. Ich finde das einfach eine tolle Technik, weil du eine simple Technik hast, die sehr unanfällig ist. Hier schiebst du den Schieber auf. Jetzt ist die Wasserpumpe nicht an. Normalerweise steht hier ein Wasserspiegel drauf. So ein Siphon, ein kleiner. Ja, der jetzt einen Wasserspiegel macht, um den Geruchsverschluss zu bilden. Und wenn du dieses Fußpedal bewegst, guckst du direkt auf den Tankboden. Und da kann sich nichts zusetzen über einen Zerhacker, über eine Verrohrung, Gott weiß wohin. Ist es innen auch eine Leuchte, ein Licht, dass ich sehen kann, was im Tank ist? Daran habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber wenn du das haben willst, Sven, baue ich dir das gerne bei deinem Wohnmobil. Okay. Das Thema Wartungsklappen siehst du hier gar nicht. Das heißt, du musst an die Tanks eigentlich nicht ran. Wie kommt ihr da ran, wenn ihr die mal spülen wollt? Geht das? Naja, spülen kannst du die schon. Du kannst Spülanschlüsse am Tank haben. Revisionsöffnungen hast du natürlich. Die Frage ist, was willst du an dem Tank machen? Mal reingucken. Brauche ich nicht. Was will man da gucken? Also, So, Slide Out. Ja, komm, wir fahren den mal rein, dass wir mal sehen können. Gibt es da auch eine Fernbedienung oder ist das per... Warte, ich zeig mal gerade. das geht hier tatsächlich über dieses HPC. Fach, aber Ja. ich glaube, die Zündung ist aus. Da muss ich mal eben die Zündung einschalten. So, ohne Zündung kein Slide Out. Ich folge dir mal unauffällig. Er macht die Zündung. Ist krass, was hier für eine Wärme auf einmal hier drin ist in dem Fahrerhaus. Daran merkst du, Ja, die Isolierung. was du damit schaffst, indem du das hier abtrennst. Ja? Und das ist die Wärme, die jetzt irgendwie hier in den Wohnraum kommen würde. Und dadurch trennst du das hier eben. Es ist so angenehm hier drin. Wirklich überhaupt nicht störend, die Klimatisierung. Du hast ja immer so bei einer, ich sag mal, Dometic oder egal, wo das nur aus einer Richtung kommt, dann hast du immer so einen Zug. Das hast du hier nicht. Nee, genau. Hier hast du, du hörst irgendwie die ausströmende Luft, ja, aber du hörst eben nicht. Ihr hättet das Gesicht sehen sollen vom Heiko. Das freut mich immer so sehr, wenn mal etwas... Wenn irgendwas nicht funktioniert. Ne? Ich hatte die Zündung. Die Zündung war aus. Eingeschaltet. Gott. Weil das ist natürlich ein Schutz. Du kannst den Slider nicht rausfahren, wenn die Zündung nicht an ist. Warte, ich tippe mal an. Ja, der bootet jetzt hoch Ja, und der kommt dann gleich. Da ist er. da ist er. Da müssen wir jetzt einen Moment eben warten. Hey, ihr habt ein Vario-Logo im HPC. Ja, das haben wir. Und das ist noch der Generator, der läuft ja immer noch. Wir haben ja die Klimaanlage noch an, wie du Boah, ich weißt. liebe den, der ist so leise. Ich habe gedacht, der wäre so laut. Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Und vor allen Dingen, er ist stabil, er läuft total stabil und nicht anfällig und wird nicht zu heiß und irgendwas. Und Ist auch in Amerika, ich glaube, 10.000-fach, 100.000-fach gebaut. In Schiffen, in Wohnmobilen, überall. der wird, in Amerika ist das ein Commercial-Generator. Der ist einfach, jetzt sauge ich die Luft ab von der Luftdichtung, die rundherum läuft, um den Slider abzudichten. Die sauge ich jetzt ab. Wir warten jetzt, bis die... Ach so, der ist wie so eine Art Luftreifen, ist drumherum zur Abdichtung. Musst dir vorstellen, wie ein Fahrradschlauch, der hier rundherum läuft. Deswegen achte mal auf den Slider, der ist nicht scharfkantig, sondern ist rund an den Ecken, wo die Dichtung sich schön anlegen kann. Und wir haben jetzt Vakuum gezogen. In dem Moment können wir den Slide-Out verfahren. Und das mache ich jetzt. Da musst du natürlich eben schauen, ist irgendwas im Weg oder kann ich fahren? Nein, ich kann fahren. Also fahre ich den ein. So, und du siehst, das geht relativ schnell. Das waren jetzt wie viel Zentimeter? 50 Zentimeter. Das ist krass, was das ausmacht. Also, weil du denkst ja immer 50 Zentimeter, aber es ist eine Welt. Warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Naja, 50 Zentimeter von 500 Meter ist nicht so viel, aber 50 Zentimeter von 2,50 Meter Breite, das ist im Verhältnis gesehen ja schon extrem viel. Und
wir wollen halt trotzdem noch hier durchgehen können, dass du, ich sag mal, das Bad nutzen kannst, zur Toilette kannst und zum Kleiderschrank kannst, den Kühlschrank nutzen kannst. Und du musst auch nichts abbauen. Also ich habe gesehen bei anderen, da musst du noch eine Vertäfelung entfernen, da ist ein Teppich noch wegzunehmen. Das finde ich nicht so cool, wenn das alles so... Es geht auf Knopfdruck. Auch hier unten, also das ist so genau gefertigt. Fahr mal raus bitte, dass wir das mal gerade zeigen. Es ist so beeindruckend, wie viel Raum auf einmal geschaffen wird. Du merkst auch förmlich, wie der jetzt Luft zieht, ne? Ja. Krass, es wird auf einmal... Wow. Und jetzt hast du wieder Platz. Und deswegen, das geht ja per Knopfdruck innerhalb von, wie viele Sekunden haben wir jetzt gehabt? Sobald du stehst, fährst du den raus. Das ist keine Spindel, ist hydraulisch? Das sind Hydraulikantriebe, die rechts und links vom Slideout sitzen. Ist keine Spindel. Du siehst ja auch unterm Slideout, siehst du ja keine Antriebe. Habe ich schon mal gesehen bei anderen. Also da siehst du ein bisschen was. Die waren natürlich ein gut Stück günstiger, fast die Hälfte, gut, aber kann man nicht vergleichen. Dann ist auch da die Frage, wie kriege ich das an den Antrieben dicht? Ja, also geht eigentlich gar nicht. Und so bauen wir das halt, dass wir sagen, wir haben einen Kasten, nur der ist draußen, ansonsten Antriebe sehe ich nicht und ich kann die Dichtung wunderbar machen und ich mache jetzt wieder auf Stopp. Das heißt, jetzt bläst sich nachher wieder die Dichtung auf und alles ist fertig. Cool. So, ihr habt jetzt hier das Bedienpanel hier drunter gemacht. Das ist eine Uhr, aber es ist keine Uhr, sondern ein hochwertiges Bedienpanel. Da habt ihr lange dran getestet, bis ihr es in die Serie gemacht habt. Genau. Heißt nicht, dass die alten schlechter sind, aber das ist jetzt so ein Smart Home System, oder? Ja, in der Art. Also es ist ein Bussystem, worüber wir jetzt, ja, ich sag mal, die verschiedenen Sachen einfach steuern und abrufen können. Hier sehen wir jetzt Frischwasser, Grauwasser, Toilettentank. Wir können die Heizung hierüber bedienen als Dreiraumregelung. Das heißt, ich weiß nicht, Wohnen kann ich einschalten. Ach nee, ich hätte erst die Heizung einschalten müssen hier vorne. Auf Diesel gehen müssen, dann kann ich die Heizung hier regeln, meinetwegen 21 Grad und jetzt wird mir hier die Ist-Temperatur schon angezeigt und ja, so geht das dann über die 3 Räume weiter. Ich habe die Elektrik, die ich hier kontrolliere. Ich kann hier mein Powersharing machen, um zu sagen, welchen Strom will ich von außen nehmen und welchen, wie ist mein Campingplatz zum Beispiel abgesichert. Dass man sagt, meinetwegen, der hat nur 6 Ampere, also stelle ich nur 5,5 Ampere ein. Und kann damit dann sagen, ich sorge dafür, dass die Sicherung nicht rausfliegt. Ich kann mein Solar abrufen. Das ist ein Hammer, 57%. Das heißt, wir machen jetzt im Schatten 500 Watt circa. Ja. So sieht es im Moment aus. Was gestern war, was heute war, insgesamt war. Naja, und das kann ich hierüber im Prinzip alles machen. Guck mal, die Restlaufzeit. Restlaufzeit 10 Tage. Ja, es springt um, obwohl wir jetzt gerade laufen. Gut, der Generator läuft ja noch. Genau, das ist so. Wenn du mal gerade den ausmachst, den Generator, mal gucken, was passiert. Jetzt wird die Klimaanlage ausgehen eigentlich? Oder läuft die dann über die Batterien? Das kommt darauf an, wie du hier, was du hier eingeschaltet hast. Also worauf ich hinaus will, während der Fahrt wird das gehen, die Klimaanlage laufen lassen mit dem Booster? Naja, du könntest die Klimaanlage über einen Inverter laufen lassen. Das würde die packen, wenn der Inverter groß genug ist. In diesem Fall ist er groß genug. 5 kW. Und kannst dann eben sagen, ich betreibe das über den Inverter, über die Batterien. Da ist natürlich dann die Frage, wie lange kann ich das machen? Gut, das wird ja angezeigt, aber wenn jetzt zum Beispiel das Fahrzeug läuft, der Mercedes-Benz liefert ja Energie aus der Lichtmaschine an den geht. Also läuft gerade. Jetzt hat halt der Inverter braucht ja einen Moment, um zuzuschalten. Wie lange waren das jetzt? 5 Sekunden oder so. Der hat jetzt zugeschaltet und jetzt läuft die Klimaanlage wieder. Dann hast du natürlich irgendwann auch einen Verbrauch, der etwas höher ist. Und dementsprechend geht dann auch die Restlaufzeit also niedriger und die Batteriekapazität irgendwann runter. Ich sehe gerade nur noch 10 Tage. Ja, genau. So, wir gehen mal kurz vorne rein.
Lieber Heiko, wenn du mal gerade beide Türen öffnest schnell, sonst wird meine Batterie, meine Kamera zu heiß. Das ist übrigens die Klappe, von der Heiko sprach. Ja, wir hätten jetzt ja den... Ja, mach ruhig mal beide auf, dass wir schnell hier kalt kriegen. Denn wir wollen mal ein bisschen was zeigen. Oh ja, das geht schnell. Das ist natürlich hier, das ist jetzt volle Hütte. Ihr habt alles bestellt, was ging, glaube ich, bei Mercedes-Benz. Angefangen von den Luftkomfortsitzen. Hast du nicht gesehen? Ist hier ein Hund eigentlich dabei? Weißt du es? Ich glaube nicht. Nee. Der Kunde hat keinen Hund, nein. So, die Spiegel haben sich bewährt. Absolut. Tolle technische Sache, weil du einfach unheimlich viel siehst, unheimlich viel erfassen kannst. Und ja, das ist die Zukunft. Also irgendwann wird es gar keine Spiegel mehr geben. Und du hast einen Fahrradfahrer, hast du erfasst, der rechts neben dir ist. Du hast, ja gut, jetzt ist der Slideout draußen. Jetzt gucken wir natürlich mit der Kamera hier oben. Aber unten geht's ja. Und ja gut, das ist jetzt ein Weitwinkelbild, was jetzt nochmal anders darstellt. Aber das ist einfach toll. Danach kannst du super, super schön fahren. Die Lautstärke, ist er sehr laut eigentlich? Oder hat Mercedes da nachgelegt? Nein, du hast ja das ist ja der Actros der 5. Generation oder Actros MP5, so heißt er. Die Autos sind super leise. Die laufen, wenn du die nicht abregeln würdest, 130. Wir regeln sie ab bei 110, damit du mit so einem Fahrzeug nicht noch schneller fährst. Und das ist einfach super angenehm. Du musst dir ja vorstellen, hier muss ja ein LKW-Fahrer im Zweifelsfalle, 8 Stunden sitzen. Und daher muss natürlich die Ergonomie vom Armaturenbrett, vom Sitz, das muss natürlich alles gegeben sein. Ne? Sonnenblende seitlich finde ich interessant. 2 Armauflagen natürlich, aber auch die Sonnenblende seitlich. Zeig mal gerade. Naja, das Auto ist ja ein teilautonomes Fahren. Und du erwischst dich dabei, dass du wirklich sagst, Mensch, was bin ich entspannt, weil das Auto das alles macht. Ja? Ich jetzt in meinem VW, in dem Cupra. Der hält die Spur automatisch. Ich muss nur die Hand am Lenker lassen, mehr nicht. Den Rest macht er vollautomatisch. Du musst ja alle 30 Sekunden oder so nur ans Lenkrad fassen. Ansonsten kannst du ja loslassen und dann erinnert er dich wieder, bitte mal anfassen. Aber da lehnst du dich zurück und dann rollt es einfach nur. Allrad, wo wird der eingeschaltet? Der Hydrodrive wird hier vorne eingeschaltet. Und das hörst du auch förmlich, wenn du den nachher einschaltest, während der Fahrt, dass der ein bisschen lauter wird und dass da Motoren dazukommen. So, 360 Grad, was Carmos nimmt ihr? Das ist das Carmos-System. Das ist mittlerweile hochauflösender, weil das war vorher immer so... Nee, das kommt so ein bisschen auf die Einstellung an. Also du musst das schon ordentlich konfigurieren und ordentlich einstellen. Und das bedarf ein bisschen Zeit, ein bisschen Aufwand. Das heißt, du musst ja... Da gibt es so Matten, glaube ich, die am Boden liegen. Genau, du musst außenrum zu Matten legen und dann eben das System passend einstellen. Und dann ist das eigentlich sehr, sehr gut. Toll. So, ich setze mich mal gerade auf den Chauffeur, weil ich darf ja gar nicht fahren. Denn man braucht hier für Führerscheinklasse... Du kannst ja eigentlich, haben wir vorhin ja schon mal gezeigt, diesen Alkovenboden hochklappen. Das heißt, wenn du jetzt mit mehreren Personen fährst, dass hinten noch 2 sind, hast du es ein bisschen offener und bist nicht so getrennt. Oder du sagst, ich möchte die Schiebetür zumachen, weil die lass mal da hinten. Man hätte die Möglichkeit, den Beifahrersitz könnte man drehbar machen? Könnte? Das könnte man eventuell. Wobei die Frage ist, ob das Sinn macht an dieser Stelle. Ne? Weil hier bist du eigentlich nur zum Fahren. Das ist beim Alkoven halt anders als beim integrierten Fahrzeug. Ne? Das muss man ganz klar trennen. Hier bist du zum Fahren und machst dann hier zu. Hast eben auch den Vorteil, wenn du so ein Fahrzeug verschiffen willst, und das hat der Kunde hier vor. Wie machst du das? Du gibst dem am Hafen einen Schlüssel ab, du verriegelst hier die Tür, machst den Alkovenboden runter, du kannst den verriegeln von innen, sodass von hier aus keiner da reinkommt. Und dann haben die nur den Schlüssel von hier vorne und brauchen nicht durchs ganze Wohnmobil, um das Fahrzeug zu bewegen, sondern können hier vorne einsteigen, das Fahrzeug bewegen, auf Schiff fahren und fertig. Das ist ein Riesenvorteil. Ich habe nämlich ganz gehört, dass beim Einschiffen von Schiffen, von Wohnmobilen in Schiffen, ganz oft viel mehr drin ist, anschließend wenn du ankommst, wie vorher. Naja,
ich kann mir schon vorstellen, dass da jemand interessiert ist, mal zu schauen, boah, das ist ja ein tolles Teil und da mal ein bisschen rumschaut. Ja? Und das geht denen gar nichts an. Ja. Das geht denen eigentlich nichts an und das hast du hier halt safe, weil du dazu machst, verriegelt, dann können sie nur hier rein und fertig. Ist ja auch wie Ladung quasi. Das hat damit nichts zu tun, wenn die einschiffen. Hätte ich ja schon, ich sag mal, Respekt, sowas einschiffen zu lassen. Man ist ja da nicht mehr selbst dabei, oder? Die fahren das ja komplett selbstständig dann auf das Fahrzeug. Genau. Ja, auf das Schiff. Aber wo ist das Problem? Ich meine, das machen die tagtäglich mit LKWs, wo auch eine wertvolle Ladung drauf ist. Das muss funktionieren. Ne? So, was ist das für Material hier, die Verkleidung? Das ist die Originalbespannung von Mercedes, wie das Originalfahrerhaus innen bespannt ist. So, ihr seid ja auch Fahrzeugaufbauhersteller, das heißt, ihr kommt da dran, ihr habt die Zeichnungen von Mercedes. Das ist gar nicht so easy, dort entsprechend gelistet zu werden, oder? Das stimmt, wir sind Qualified Partner, da gibt es Verträge, die sind wie dick. Und du musst das über Jahre dir erarbeiten, um Qualified Partner zu werden, um dann sämtliche Vorteile von Mercedes zu haben, um mit solchen Fahrzeugen arbeiten zu können, um an die Aufbaurichtlinien zu kommen, um die Zeichnung zu bekommen, um Informationen zu bekommen, was speziell wo ist. Und es ist relativ aufwendig und muss auch gepflegt werden, muss alle 2, 3, 4 Jahre muss das immer wieder nachgehalten werden. So, ihr hättet ja jetzt auch Leder hier machen können im Fahrzeugraum. Das wäre kein Problem gewesen, wenn der Kunde es gewollt hätte. Dadurch, dass das hier aber so getrennt ist, ist es gar nicht notwendig. Also, dass man das jetzt hier integriert. Also, ich finde ich kriege ja jetzt einen Alkoven, ist ja allgemein bekannt, sagen wir nicht von wem, aber wird jetzt der erste Alkoven werden. Ich bin mal sehr gespannt, wie meine Erfahrungen damit werden. Ich freue mich wie ein kleines Kind drauf. Rundsitzgruppe hinten. Habt ihr, glaube ich, auch Rundsitzgruppe hinten? Ja. Haben wir auch, bieten wir auch an. Finde ich toll, die Grundrisse. Wichtig ist, dass man aufpasst, dass das Heckstaufach unter der Rundsitzgruppe groß genug ist, dass man auch Fahrräder und sonstiges stauen kann. Aber ansonsten finde ich die Autos wunderschön. Wenn ich dann zu zweit unterwegs bin. Ein Alkoven ist ja eigentlich ein Fahrzeug, was für 4 Personen gedacht ist, weil ich hinten einmal das Eignerbett habe, meistens über der Heckgarage, über dem Heckstaufach. Und hier im vorderen Bereich noch den festen Alkoven habe. Und wir waren gerne immer mit Familie, mit 2 Kindern im Alkoven unterwegs. Die Kinder waren ruckzuck verschwunden oben im Alkoven, haben da ihr eigenes Reich gehabt. Ist einfach traumhaft. Also ich finde es einfach. Die sind wieder da, die Kinder? Die sind wieder aufgetaucht, die sind wieder rausgekommen aus dem Alkoven, ja. So, ich zeige mal gerade so ein paar Details. Also, wenn ihr Lust habt, wir sind bei Variomobil in Bohmte. Wir werden uns ein paar Fahrzeuge angucken. Ihr seid ein unglaublich nahbarer Laden, weil ich sag mal immer so, wenn man auf den Messen ist, hat man so das Gefühl, man braucht irgendwie, das war auch mal so, ihr habt alle Fahrzeuge massiv abgesperrt damals. Da war, ich sag mal, selbst der Stand war abgesperrt und so. Das Ganze hat sich ein bisschen geöffnet, muss man sagen. Gut, wegen der Pandemie könnt ihr nicht jeden reinlassen, aber ich sag mal auch Leute, die nur mal gucken wollen, weil sie daran interessiert sind, weil es hat ja vielleicht nicht jeder gerade mal 1 Million übrig. Das hat mir gut gefallen auf der Messe. Ich sag mal, ihr seid ein Hersteller, ähnlich, ich sag mal, um jetzt mal Namen zu nennen oder keine Namen zu nennen, die ganze Halle war ja voll mit richtig tollen Betrieben, die tolle Fahrzeuge bauen, wo aber ganz viele Menschen gesagt haben, Mensch Sven, 1,4 Millionen, das ist so. Natürlich, das ist viel Geld und da muss man auch Respekt davor haben, aber man bekommt auch wirklich viel für sein Auto, für sein Geld. Das ist schon etwas Besonderes, das hat mit dem Standard Wohnmobil nichts mehr zu tun. Ich glaube, das sieht man in jedem Detail. Das fängt an beim Fahrgestellbau, geht über die Kabine, über den Lack. Allein der Lack ist händisch aufgetragen, ist ein herkömmlicher Lack. Kein industriell aufgetragener Lack im Mühbereich, wo du nicht mal was rauspolieren kannst. Und geht dann über den Möbelbau. Haben wir uns gezeigt. Eigenes Video dazu, müssen wir eigentlich nur mal verlinken. Ich mache mal eine eigene Playliste Variomobil, da siehst du, wie lackiert wird. Ja. Und das ist ein Traum. Ihr habt keine Einschlüsse, das ist bei euch ein Fehler. Naja, du hast halt schon ein Riesenauto. Überleg mal, wenn du 12 Meter hast, 4 Meter hoch, das ist schon
anspruchsvoll, so ein Auto zu lackieren. Und das kann nicht jeder. Selbst der gut PKWs lackiert, kann nicht unbedingt jetzt so ein Wohnmobil lackieren. Aber das GFK ist ja normal zu sehen von außen. Viele Hersteller machen sich ja nicht die Mühe, das zu verkleiden. Das ist dann wellig, das Licht spiegelt sich nicht. Bei euch wird alles verspachtet, verfillert? Naja, die meisten Hersteller haben ja nicht mal GFK, sondern haben eine Alu-Außenhaut. Wir haben GFK, weil es einfach hochwertiger ist, nicht so anfällig gegen Beulchen, gegen Dellchen ist. Und selbst wenn du mal einen großen Schaden hast, weil da ein Auto reingefahren ist, dann kannst du es wunderbar reparieren. Alle anderen, die meisten nehmen ja eine Alu-Außenhaut. Nein, und der Anspruch ist natürlich da, diese GFK-Außenhaut absolut glatt zu haben und eine tolle Außenansicht zu bekommen. Das bedarf natürlich einer tierischen Vorarbeit und ist sehr, sehr aufwendig. Aber ich wollte noch mal eben zurückkommen auf die Messegeschichte. Genau, wenn du mal gerade mal mitkommst, dann geh mal raus. Ja. Dann können wir nämlich darauf die Messe, ja, sprich. Also wir haben eigentlich den Stand haben wir nie abgesperrt. Ja, die Autos sind abgesperrt, die sind zu, das heißt, da ist ein Band davor mit der Bitte, nur mit Standpersonal reinzugehen. Ich finde, das sollte so sein. Warum? Weil wir auch teilweise Kundenfahrzeuge dort stehen haben, die wir ausstellen. Und wir haben es einfach in der Vergangenheit erlebt, dass da Leute auch mit einem Eis reingehen, das Auto volltropfen. Und das wollen wir einfach nicht. Und deswegen sind die Autos zwar zugänglich und wenn man da darf jeder fragen. Also wenn einer kommt, der Papa will mal mit seinem Sohn mal gucken, wie in Bohmte Autos gebaut werden, unbedingt machen, oder? Ja klar, gerne. Also da einfach fragen und dann gehen wir natürlich mit den Interessenten in das Fahrzeug rein und zeigen die Fahrzeuge und gar kein Problem. Heiko Hülsmann, du bist gelernter Ingenieur. Ich glaube, du hast auch das gelernt, oder? Ich habe mal Energieelektroniker gelernt vor ganz vielen Jahren und dann habe ich eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht, weil ich mit Fahrzeugen immer schon zu tun hatte. Ich mache mit klassischen Youngtimer-Fahrzeugen. Ich fahre auch ein bisschen Motorsport mit diesen Fahrzeugen und somit liegt sowas nahe, sowas bauen zu wollen, sowas anfassen zu wollen und habe dann eben Fahrzeugtechnik studiert. Und fertig? Ich habe wirklich nur die Regelstudienzeit gemacht. Ich wollte unbedingt nach 8 Semestern fertig werden und habe gesagt, das schaffst du auch und habe das auch geschafft. Ein Diplom hast du gemacht? Und habe dann mein Diplom gemacht, genau. Das wollte ich wissen. Viele sagen, ja, habe ich studiert und haben da keinen Abschluss und dann gemacht. Abgebrochen. Nein. Also das finde ich, das gab es bei mir früher schon, wenn ich mit 11 Jahren Fahrrad gestrichen habe. Dann ist das nicht an der Hälfte nur blau geworden und der Rest war noch rot. Nein, ich habe das dann durchgezogen. Ja. Und so ist es auch beim Studium gewesen und so ist es heute noch. Und finde ich ziemlich wichtig. Komm, wir zeigen mal gerade was. Also als nächstes Nase lang machen. Wir sind in Bohmte, das liegt Bundesland? Niedersachsen. Ihr seid aber hart an der Grenze zu NRW, oder? Hart an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, genau. Man kriegt nämlich hier auf DAB noch alle NRW-Sender, die neuen, die da sind. Ja. Das werden wir uns gleich mal angucken. Wir haben 2 Schätzchen haben wir noch in petto. Das eine ist ein leichter 7,5 Tonner, der gerade fertig geworden ist. Der ist zu 99% fertig. Und das hier ist ja wohl ein Hingucker. Das ist was? Das ist ein 11-Meter-Fahrzeug, ein integrierter, ein Vario Perfect 1100 und eben mit einer Garage für einen Suzuki Jimny. Jimny, den man übrigens leider auch nicht mehr kriegt. Ja. Es ist fast unmöglich, den zu kriegen. Ja. Hat irgendwie das Gefühl, alles, was Spaß macht und geil ist weg. Ja. Lieber Heiko, wenn ich Interesse habe, will mir so ein Fahrzeug mal rechnen lassen, was zahle ich denn für ein Angebot bei euch? Gar nichts. Ich kann hier vorbeikommen? Oder? Selbstverständlich gar nichts. Finde ich, sollte so sein, dass das jedem möglich gemacht wird, über so ein Fahrzeug nachzudenken. Und da gehört es eben auch dazu zu sagen, man macht ein Angebot. Aber in der Regel ist es so, dass wenn jemand kommt und sagt, so ein Fahrzeug möchte ich haben, dann kann ich schon über den Daumen einen Richtpreis nennen, ohne jetzt auf 2 Euro genau zu wissen, was es kostet, um dann die Richtung mal abzuchecken und zu sagen, ja, das kann für mich in Frage kommen. So, Preise werden ja teurer, wenn ich 2-3 Jahre warte. Habt ihr eine Preistreue? Wir wollen immer eine Preisgarantie geben. Das heißt, wenn heute jemand ein Fahrzeug bestellt, ist es so, dass dieser Preis fix ist bis zur Auslieferung des Fahrzeugs. Finde ich, sollte so sein. Und, das ist fast eine Wertanlage für jemanden, der jetzt bestellt. Ja, könnte so sein. Also
Aber das geht ja nicht, dass der Kunde sagt, ja, ich bestelle und weiß noch nicht, was ich in 2 Jahren bezahlen muss. Was zahlt er, wenn ich jetzt bestelle, Anzahlung? Die Hälfte? Wir haben 15% bei Auftragsbestätigung. Dann haben wir die nächste Zahlung bei Fahrgestellanlieferung, was ja dann irgendwann in einem Jahr so ist. Wie viel ist das meistens? Bei Fahrgestellanlieferung ist nochmal 25%, aber das kann man auch so ein bisschen abstimmen mit dem Kunden. Manche haben Festgelder und sagen dann, oh, wenn ich das jetzt frei mache, dann wird mir das ein bisschen zu teuer. Da kann man drüber reden, aber eine gewisse Anzahlung wollen wir natürlich irgendwo haben, um das abgesichert zu haben. Also liebe Kunden mit euren 8% Festgeldkonten, die es ja leider nicht mehr gibt. So, klappern wir mal zu. Da sieht man auch schön, wie leicht die geht, wirklich mit einer Hand. Das ist, wenn die Klappe ausgekügelt ist, oder? Heißt es eigentlich geklügelt oder gekügelt? Geklügelt, ausgeklügelt. Das hast du vorhin gesehen an diesen Anlenkpunkten, das haben wir vorhin beschrieben. Das ist eben das dann, wie man so eine Klappe optimal auslegt, sodass sie dann eben leicht auf und zu geht. Und hier siehst du jetzt das Heck zum Beispiel, ist auch so ein bisschen abgestimmt auf dieses Fahrzeug, nämlich die Designblenden sind hier nicht in Silber oder in Chrom, sondern sind schön schwarz. Finde ich, sieht einfach cool aus. Hier diese Elemente zwischen den Leuchten haben wir sonst in Wagenfarbe, hier eben auch in schwarz oder eben auch diese Leiste über den Kennzeichenleuchten, die sonst chrom ist, eben auch schwarz. Finde ich, macht sich insgesamt ganz gut zum Fahrzeug. So, jetzt darfst du die vielleicht auch noch zumachen, die Klappe. Dann haben wir es mal komplett ohne Klappen. Denn Heiko, großes Kino. Als du mich gerufen hattest, wir haben den Termin ja schon lange vorher abgestimmt, hast du gesagt, mal sehen, ob er fertig wird. Er ist fertig geworden. Der hier geht nach Europa, so viel können wir sagen, geht nicht nach Deutschland, aber er wird bestimmt seinem neuen Eigner viel Freude machen, denn ich sag mal, so ein Vario zu fahren, das ist schon etwas vergleichbar schon mit Porsche, finde ich. Das hat man sich verdient, das hat man sich gewünscht. Doof, wenn ich das sage mit Porsche? Weil ist gar nicht so doof, weil ich habe das letztens schon mal gehört. Der steht ja schon seit 4 Tagen jetzt hier in der Ausstellung. Das hatten sich schon mal Kunden angeguckt und haben gesagt, Mensch, irgendwie das Design erinnert mich an Porsche. Finde ich jetzt cool, dass du das auch sagst. Das ist jetzt nicht Absicht von uns, aber... Ich meine gar nicht das Design, die Wertigkeit. Also ich sag mal, Porsche ist ja für mich so Ingenieurskunst, weil viele dann sagen, ja, die Porsche-Fahrer, das sind so Raser und so. Nee, ich finde, viele haben ganz viel Spaß an der Technik. Ja, und auch so ein Porsche ist ja schon fast, sobald er das Werk verlässt, ein Klassiker. Das kann man ja fast so sagen. Auch beim 911er oder sowas, der ist ja direkt eigentlich irgendwie ein Klassiker. Und Klassiker hört sich manchmal negativ irgendwie an. Das ist hier eigentlich auch so. Das sind einfach tolle, wertige Autos, die irgendwann klassisch werden, aber eigentlich fast schon direkt Klassiker sind. So, ich gucke mal auf die Uhr, 12:18 Uhr. Jetzt haben wir es aber gut gemeint. In Überspielfilmlänge. Hier haben wir noch einen schönen, das ist auch ein Alkoven. Ist der ähnlich wie der, den wir gerade gezeigt haben? Ja, das ist jetzt ein 10,70 Meter Fahrzeug mit Mini-Garage und einem Slide-Out. Werden wir aber nicht zeigen, weil den werden wir zur Messe zeigen. Den werden wir zur Messe zeigen, okay. Ist eben auch ein Actros, ein 1846, kein Hydro-Drive, sondern ein ganz normaler Heckgetriebener. Oh, ja, ansonsten irgendwie ähnlich, aber doch anders. So, und der 7,5 Tonner steht noch in der Halle, der andere? Der 7,5 Tonner steht nicht hier, der ist ja auch noch nicht so ganz fertig. Der steht nebenan in der Produktion, der neue Vario Star. Den werden wir uns da anschauen. Finde ich sehr gelungen, wirklich sehr gelungen. Manche nennen ihn den kleinen Perfect, die ihn schon gesehen haben. Und ich finde, das trifft's. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Vario Mobil in Bohmte zusammen mit Heiko Hülsmann. Und wenn Sie Lust haben, kommen Sie vorbei und trauen Sie sich, rufen Sie an und bringen Sie Ihr Festgeldkonto mit. Spaß beiseite. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Ciao.